Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pixel Buddies Podcast. Heute mit einer Spezialfolge zum dem Summer Games Fest, beziehungsweise der Eröffnung dazu, die gestern lief. Und da spreche ich heute mit Kira drüber. Hallo Hallo. Kira. Und wir haben uns das alles angeguckt. Gucken wir mal. Es fing jetzt gestern, glaube ich, mit Mortal 2 an, wenn ich mich richtig erinnere. Langweilig. Und okay. Hallo Michi, wo kommst du her? Hallo. Ja, ich habe das gerade geguckt, das Summer Games Fest, und es war nicht so schön. Vielleicht 1, 2 Games, aber wie wär's, wenn wir über was anderes reden, was gerade heiß diskutiert wird? Switch 2 Chaos, bitte. Switch 2? Switch 2. Okay, klingt besser. Gut. Dann bis gleich. Willkommen zu einer neuen Folge des Pixel Buddies Podcasts. Mein Name ist Michi und ich habe diese Folge gekapert. Heute wollen wir etwas Neues ausprobieren, und zwar geht es um Ärgernisse und Kontroversen. Dabei hat jeder seine eigene Meinung und am Ende haben sie hoffentlich alle meine. Nein, Quatsch. Mal sehen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass tatsächlich hier jeder seine Meinung haben kann, und es geht nicht darum, einen Konsens oder eine Lösung zu finden, sondern jeder darf seine Meinung beitragen, und ganz egal, wie diese aussieht. Und am Ende ist es auch vollkommen offen. Ihr dürft euch eure Meinung bilden und natürlich auch was dazu sagen. Und wir haben ganz viele Themen sogar, aber heute dann fangen wir einfach mit der Switch 2 an. Und dafür habe ich natürlich tatkräftige Unterstützung. Die zwei hier, die eigentlich über was anderes reden wollten. Zum einen den Nummer 1 Nintendo-Fan, Tristan. Hallo. Also muss man auch kurz zeigen. So, Nummer 1 Fan. Und zum anderen die neutrale Seite, Kira. Aber auch, ich glaube, tendenziell pro Nintendo. So Ich als mag Pokémon Pokémon, Hardcore. aber Genau. Nintendo und Pokémon sind schon zwei verschiedene Sachen. Und Nintendo Pokémon an reicht. sich ist schon auf dem absteigenden Ast. Nintendo ist das notwendige Übel. Ja, Ich würde sagen, wir fangen mal ganz leicht an. Nicht gleich über Nintendo herziehen, sondern über etwas, wo Nintendo vielleicht gar nicht so viel drüber dafür kann. Und das ist der Release-Ablauf, oder beziehungsweise noch davor, aber da können wir gleich noch darüber reden. Kira hatte, glaube ich, am meisten dazu zu sagen. ja, ich habe mich gerade schon beschwert, dass man da ja auf Reddit gar nicht richtig drum herum kam. Das Subreddit hat gebrannt, /Nintendo.de, und es gab da einen Zulieferer, der sich da wirklich der da herausgestochen hat aus dem Meer der Mittelmäßigkeit. Und das war, soweit ich weiß, Mediamarkt, die sich wirklich die sich einfach vor dem Herrn blamiert haben, wie man es sich kaum vorstellen kann. Auch andere Zulieferer hatten Probleme, die Vorbestellungen zu erfüllen. Da gab es sicherlich auch Probleme außerhalb dessen, was der einzelne Zulieferer da eben, verkackt hat oder eben auch nicht. Aber dass Mediamarkt, das ja eigentlich, soweit ich weiß, 'n Franchise ist, sich dann aber doch mehr oder weniger zusammenstellt und dann am Ende vorm Kunden steht und dem Vorbestellerkunden insbesondere sagt: „Wir haben deine Konsole nicht, wir haben sie dir zu heute zugesichert, sie ist jetzt aber nicht da. Und übrigens, du darfst auch keine hier im Laden kaufen. Oder du darfst nur eine kaufen, wenn du die Versicherung dazu kaufst. Oder du darfst nur eine kaufen, wenn du das Panzerglas dazu kaufst. Oder du darfst nur eine kaufen, wenn wir sie dir einrichten dürfen. Oder im besten Fall alles 3. Also, da sind Dinge passiert, die auch, ganz eindeutig gegen geltende Gesetze verstoßen, was, soweit ich weiß oder aus den Erzählungen, die man so hört, das ist denen ja auch klar, dass die den Leuten keine Versicherung aufdringen dürfen, dass sie nicht sagen dürfen: „Du bekommst das Gerät sonst nicht.“ Und man hat auch mehr als einmal gelesen, dass, wenn der Kunde dann gesagt hat: „Ihr wisst aber schon, dass das illegal ist“, dass es dann auf einmal kein Problem mehr war und dass man dann einfach seine Konsole kaufen durfte.
Man probiert's halt, ne? Mhm. Ja, es wird auch oft genug geklappt haben, nehme ich an. Und Wahrscheinlich. dann kommt eben dazu, dass 'n Großteil der Geräte geöffnet war, weil dann eben zum Beispiel Mediamarkt die Geräte geöffnet hat, um da ihre Panzerfolien draufzukleben, damit der Kunde dann eben nicht nein sagen kann, weil am Ende wird der Kunde sagen: „Eigentlich will ich diese Panzerfolie nicht, aber vor allem möchte ich hier heute 'ne Konsole kaufen, weil ich nicht ohne Konsole nach Hause gehen möchte.“ Also, da Und da sind Dinge passiert, das ist wirklich unvorstellbar. Ja, das war 'ne absolute Shitshow. Also, ich muss einmal kurz sagen, ich habe sie, einen Tag zu spät bekommen, aber das fand ich war noch im Rahmen. Da kommen wir auch noch zu, warum das auch zu so massiven Verzögerungen kam. Aber zum Thema Mediamarkt, ich finde das auch unfassbar krass. Also, in Franchise ist es nicht, das ist 'ne normale Kette, wenn ich mich richtig erinnere. Aber man muss auch dazu sagen, das, was in den Filialen vor Ort abging, da kann tatsächlich die Zentrale nichts für. Und auch wenn jetzt jemand zuhört, der davon betroffen ist, wendet euch tatsächlich damit an die Mediamarktzentrale und schreibt denen: „Hey, die haben versucht, mir das so unter Druck aufzuzwingen, dass ich gar keine andere Wahl habe und so“, weil ich gehe stark davon aus, dass die Zentrale auf sowas auch keinen Bock hat. Weil das, was gerade passiert, ist auch massiv rufschädigend für Mediamarkt selber. Und, also, woher das auch kommt, ist, dass in diesen Ketten im Einzelhandel und so, da ist ja die Marge relativ gering, wenn man, Geräte verkauft. Und diese Sachen, diese Zusatzservices wie erweiterte Garantie, Einrichtung, Schutzfolie, bla bla bla, da ist halt die Marge extrem hoch Mhm. für diese Filiale und gibt dann natürlich entsprechend Boost. Ich weiß halt nur nicht, ob das unbedingt klug ist, auf lange Sicht sowas zu machen, weil jetzt werden sie natürlich kurzfristig dadurch eine höhere Marge haben, Ja. aber ja, wie Kira jetzt gesagt hat, das Internet brennt, Nintendo.de, das ist so eine reinste Shitshow, was da passiert. Und mir tun auch wirklich alle leid, die heute, wir nehmen am Samstag auf, immer noch nicht ihre Switch 2 haben, am langen Wochenende, was halt noch mal so 'n doppelter Burn ist. Das heißt, frühestens mhm. Dienstag, gibt's für viele erst 'ne Switch 2, und das halt, wie gesagt, auch noch mit 'm langen Wochenende, was ich persönlich tatsächlich auch 'n bisschen krass fand, weil ich war auch so: „Ey, wenn das nicht kommt am Freitag, mir wurde es am Freitag zugesichert, dann hätte ich auch wäre ich echt down gewesen, bin ich ehrlich, weil ich habe schon einiges gespielt. Dazu reden wir später auch noch mehr, wie die Konsole selber ist. Aber das ist halt auch einfach krass. Ja, also was Mediamarkt und es ist illegal. Sie dürfen das nicht. Sie dürfen nicht hingehen und sagen, ihr dürft nur kaufen, wenn das der Fall war. Das andere Thema, was du angesprochen hast, war das mit den Vorbestellern. Und das ist auch unfassbar dreist. Also, die sind hingegangen, wenn sie wussten, dass einer 'n Vorbesteller ist, weil er halt gefragt hat: „Hey, ist meine Konsole schon da?“ Und dann wollte der aus dem freien Handel eine kaufen, haben sie gesagt: „Das darfst du nicht“, in einigen Filialen. Ich meine, wie krass ist das denn? Zu sagen: „Nö, darfst du nicht.“ Und, ich glaube, das ist tatsächlich auch gar nicht legal, aber das weiß ich jetzt nicht. Das mit der Garantie und so, das ist definitiv nicht legal. Aber eine Sache, wofür tatsächlich die einzelnen Filialen nichts können, das muss man auch mal erwähnen, ist, dass sie nicht die Switch 2 für den freien Markt an Vorbesteller rausgeben. Das ist Nein, das tatsächlich was, verstehe ja, ich. Das das verstehe ich, dürfen dass sie das nicht nicht. geht, weil das Ja. 2 verschiedene Kontingente sind. Genau, weil der Markt und Online sind quasi getrennte Filialen, wenn man's sich so Ja, vorstellen ja. kann. Und bei 'ner Vorbestellung wird das auch gelinkt. Also, da wird dann geguckt: „Okay, das ist das Gerät mit der und der Seriennummer.“ Die ist dann auf eine Person gelinkt und deswegen dürfen die aufm freien Markt nicht quasi, das darf man nicht austauschen und bla bla bla, das ist alles verständlich, aber sie dürfen halt trotzdem nicht hingehen und dir verbieten, das zu kaufen. Ich meine, Ne, ich habe auch bei vielen gelesen, die dann gesagt haben, dass sie dann ihre Vorbestellungen storniert haben und dann vor ja, Ort eine gekauft haben. Aber A, kann sich das halt auch nicht einfach jeder leisten, ja, noch mal das Geld jetzt spontan hinzublättern und dann du musst ja dann erst mal 'ne Weile warten, bis die Stornierung durch ist, bis du dein Geld zurück hast. Das geht halt einfach nicht für jeden. Ähm, und zweitens, also, das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Ich verstehe, dass der Laden dir nicht einfach eine von denen vor Ort geben kann, sagen kann: „Okay, hiermit ist deine Vorbestellung ja. erfüllt.“ Das geht einfach nicht und da kann auch niemand im Laden was dafür. Theoretisch geht das schon. Habe ich schon gemacht tatsächlich bei Mediamarkt. Also, ich habe was bestellt und bin da hingefahren und habe dann was abgeholt, die das auf meine Bestellung gebucht haben.
Das funktioniert aber, glaube ich, nicht bei Vorbestellungen. Wenn das Sachen sind, die Okay, sie wenn das sowieso Zum vor Ort Abholen immer ist was haben. anderes. Genau, das ist zum Abholen, was du meintest. Und die okay, Vorbesteller, die's zum Abholen vorbestellt haben, haben aber vom Online-Mediamarkt es bekommen. Also, das ist okay. quasi wie 'ne eigene Filiale und die vor Mhm. Ort kümmern sich nur um die Rausgabe. Und das, was du meinst, ist dieses vor Ort abholen. Das ist dann aber Bestand aus der Filiale Bestand vor aus dem Ort. Lager von der Filiale. Okay. Genau. Mhm. Und deswegen also, Verstehe ich. das ist also, wenn sich darüber jemand aufregt, warum geben die mir nicht einfach einen aus dem freien Verkauf? Das ist begründet. Das ist auch richtig so. Das ist halt das System, ne? Das kann man jetzt scheiße finden, aber ich kann auch verstehen, wenn die sagen, weil da ist halt, wie gesagt, Seriennummer hinterlegt. W Das geht vielleicht, wenn die jetzt grad nicht 'n Switch 2 Release haben und das dann tausendfach machen müssten, dann wird's vielleicht gehen, dass die sagen: „Ja, okay, wir buchen das irgendwie um.“ Aber stellt euch vor, die müssten das bei jedem manuell umbuchen. Egal, das kann man nachvollziehen. Nein, aber das Aber zweite Problem ist ja auch, finde ich, und das war ja jetzt nicht nur bei Mediamarkt, aber es war vermehrt bei Mediamarkt, dass, ähm dass die Vorbesteller einfach ihre Geräte nicht zum zugesicherten Zeitpunkt bekommen haben. Und natürlich sind da logistische Prozesse 'n Problem gewesen. Ich weiß auch nicht, inwiefern Nintendo da 'n Problem hatte. Ich glaube aber eher, dass es auf, Zuliefererseite passiert ist. Weiß ich aber nicht genau. Aber das ist 'ne logistische Katastrophe. Ich weiß seit Wochen, dass dieses Gerät released wird und ich weiß seit Wochen, dass viele tausend Menschen das an dem Tag haben wollen, die dafür extra Geld bezahlt haben und dann nicht in der Lage zu sein, das umzusetzen, das finde ich 'n starkes Stück. ja, definitiv. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, Nintendo müsste irgendwie 20 Millionen im Jahr produzieren, damit sie auf die Summe kommen, was sie jetzt auch an Vorbestellungen haben, was ja auch gar nicht möglich ist. Aber, weiß man denn, wie viele Filialen gesagt haben, dass die Kunden da diese erweiterte Garantie oder, Panzerfolie mitbestellen müssen? Weil wenn das mehrere, also 5 in verschiedenen Regionen sind, dann ist das ja schon irgendwie komisch. Also, Ja, ich habe also es so häufig gelesen, ja, das aus kann nicht alles verschiedenen aus Regionen. demselben Markt sein. Ja, Ja. das sind Aber dann ist die die Frage, wie kommen die darauf? Und bist du sicher, dass es dann nicht aus der Zentrale kommt? ja, ich habe das ja vorhin gesagt, das gibt denen 'n guten Boost, ne, wegen der Marge. Ich glaube nicht, dass es von der Zentrale kommt, weil dann wär's ja auch überall so gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass das jeder Mediamarkt gemacht hat, sondern Mhm. ich würde auch sagen, das ist 'ne Minderheit an Mediamärkten, die das Das gemacht haben. denke ich auch, das denke Ja, ich auch. da waren halt so 'n paar Filialleiter, die gedacht haben: „Ha, ich bin 'n Fuchs, jetzt booste ich 'n bisschen mal die Zahlen.“ Ja, genau, das denke ich nämlich auch, wenn du dann eben 'nen Ja. Filialleiter hast, der der Meinung ist, ja, eben, Krise kann auch geil sein. Ja, Ja, Mediamarktinhaber okay. Finn Kliman. Ja, ich glaube, das Mediamarkt müssen wir macht, piepen. also generell diese Läden machen ja so viel Blödsinn. Allein schon mit so Sachen wie: „Ja, wir haben jetzt diesen Fernseher im Angebot, aber nur solange der Vorrat reicht.“ Selbst sowas ist illegal und trotzdem machen Ja, sie es. ja, ja. Also, Ich habe sogar bei einer Sache gelesen, das sind natürlich alles Sachen, das sind Geschichten aus'm Reddit, ne? Das können doch alles Geschichten aus'm Paulanergarten sein. Das weiß ich nicht, aber ich habe irgendwo gelesen, dass einer sogar meinte, 'ne kleine Filiale, die irgendwie nur so 20 Stück hatte und, die Person kam dann eben dahin und hat gesagt: „Ich möchte jetzt gerne eine kaufen.“ Und dann wurde gesagt: „Ne, die Mitarbeiter haben die schon alle aufgekauft.“ okay. Und das ist richtig illegal. Ist halt die Frage, Ja. ob's stimmt. Also, ich meine, mit so Ja, was wie mit der Garantie, ich glaube, da kann man schon safe sagen, das stimmt, weil viele Leute zu 'ner ungefähr gleichen Zeit, ich glaube nicht, dass das so 'n Train war an Leuten, die dann gesagt haben: „Ach, ich schreibe das jetzt auch einfach.“ nein, nein, Ich wie gesagt, glaube, das ist begründet. Bei so Einzelgeschichten muss man immer 'n bisschen ja, vorsichtig sein, ne? Aber was ja auch zum Beispiel, und das ist ja sehr gut belegt, ist ja die Sache mit dem Couponcode. Das war ja richtig Alter, dieser geil. Code. Also, ich weiß nicht, ich glaube, du hast davon ja gar nix mitbekommen, ne? Du Mhm. stell dir jetzt vor, du freust dich seit 2 Monaten auf deine Switch 2. Du hast die vorbestellt und diese ganze Shitshow passiert grade, ne? Und Ja. Mediamarkt will sich dafür entschuldigen, dass es Probleme gibt, schickt dir eine Mail und sagt dir: „Hier hast du 'n 10 € Couponcode“, was ja auch ganz nett ist, ne? Und das schicken die an alle und dann ist in keiner dieser Mails ein Couponcode drin.
Die haben wirklich an alle Vorbesteller, die es noch nicht bekommen haben, diese E-Mail geschickt mit einem leeren Code drin. Könnte natürlich auch ein Versehen sein. Natürlich war das ein Versehen, aber ich meine, es läuft schon alles schief und dann bringst du auch noch so Ja. eine Aktion. Aber Dann Tristan, wäre ich natürlich sauer. Ja, das Tristan, ist hast du die Bedingungen gelesen für den Couponcode, Ja, den der ich ist nicht mal einen vorhandelt? Monat gültig, Ja, glaube ich, und ja. so. Und da sind so der viele ist Sachen ausgeschlossen. ja, ja, also das das ist dann natürlich auch schon wieder Ich habe bescheuert. übrigens Vergleiche online gesehen mit anderen Anbietern. Also Saturn hat, glaube ich, 10% nachgelassen. Saturn ist aber auch Mediamarkt. Also das Okay. ist ein Mhm. Unternehmen, Ja. Mediamarkt Saturn. Also wer das mit den 10% gemacht hat, war in Amerika Oder Target. Target in Amerika war ja, das. das habe ich auch gesehen. Oder vielleicht meine ich auch Medimax. Das kenne ich Ich jetzt bin der nicht. Meinung, dass 'n deutscher Anbieter 10% nachgelassen hat. Ja, Und das Amazon hat sogar ich habe vorhin 'nen Screenshot gesehen von einem, wo Amazon, 90 € nachgelassen hat. krass. Das ist Das ist tatsächlich natürlich sogar sehr nicht schlecht. viel. Ich Oh, hatte dann tatsächlich kostet die auch Switch 2 normal. ich hatte auf Amazon vorbestellt, aber die hatten meine Vorbestellung storniert. Warum auch immer. Du Was hattest für 'n vorbestellt. Ich hatte tatsächlich vorbestellt. Das will man gar nicht Wusste ich gar glauben, nicht. aber ich Nein, hatte ich bin immer vorbestellt. Ja, ne, neugierig, glaube wo ich du's ja auch sagst. nicht. In der Reihe, was du geschrieben hast aufm Discord. Ich hatte tatsächlich vorbestellt. Aber, Mit Mario Kart oder mit mit irgendwas? dem Bundle, ja. Ja. Aber tatsächlich hätte ich sie wahrscheinlich, nachdem ich sie erhalten hätte und dann vielleicht 1, 2 Tage gespielt habe, wieder zurückgeschickt. Also zumindest nach dem jetzigen Stand. Also, ja. Oh Mann. Also, Ja. ja, Aber es wie gab ja noch mehr gesagt, Probleme, ne? Also ja. schon vor dem Release, die ganze Trump-Zollpolitik zum Beispiel, Preisanpassungen, Ja. das ist ja, die Kunden wussten ja nicht, ob sie überhaupt was bekommen oder nicht oder wie es denn Ich ablaufen weiß würde. ich weiß, dass in den nordischen Ländern, insbesondere Schweden, viele Leute auch in Deutschland ihre Switch bestellt haben, weil sie also bei den anderen weiß ich's nicht genau, aber bei Schweden weiß ich eben ganz genau, dass es hier halt 'ne extra Elektroniksteuer gibt, die eben die elektronischen Geräte deutlich teurer macht. Mhm. Das heißt, hier ist das, Bundle mit Mario Kart kostet 680 €. Und Ja. da sagen dann eben viele Leute: „Ich möchte bitte nicht diesen Aufpreis bezahlen, ich kaufe mir das dann eben in Deutschland.“ Was dann aber natürlich bei solchen Releases, wo sowieso schon viele Leute am Ende leer ausgehen, dazu führt, ne, dass eben noch mehr Leute leer ausgehen. Und hier liegen sie im Regal und kein Mensch will sie kaufen. Ja. Ja, bei dem In Preis kein Japan? Wunder. Ja, ich Ja, habe mir klar. vor 'n paar Jahren 'n neues iPad gekauft, das habe ich mir auch in Deutschland gekauft. Das war 'n Unterschied von fast 500 €. Mhm. Ach du In Scheiße, Japan ja. gab's, glaube ich, auch Lotterien dazu. Also Ja, zur da Switch. haben Switch 2. mehrere Millionen haben bei der Lotterie versucht teilzunehmen. Das ist schon krass. Also, Also wo du 'ne Switch gewinnen konntest, oder? nein, Mhm. nur den Kauf, nur den Kauf. Ach so, den Kauf. Okay. Das war Ich 'n dachte Kauflotterie, Was? das Also, die Vorbestellungslotterie. Ja, ja. Gelegenheit, da dein Geld da hingeben zu dürfen, Ja, ja, das war doch bei der PlayStation genauso. In Japan haben sie's auch gemacht. das war mir nicht Vorbestellerlotterie. bekannt. Das finde ich wild, das finde ich wirklich wild. Und was Ja. kostet es, an der Lotterie teilzunehmen? Ne, das kostet nix. Das kostet nix. Na, Kannst wenigstens du ja das. eintragen. Ja. Ja, also Aber das ist halt auch so 'ne Anti-Scalper-Maßnahme, muss man auch dazu sagen, ne? Also, das ist Ja, I get it, aber, ich muss aber auch funktioniert's sagen jetzt? bitte? Also, funktioniert das Anti-Scalping, wenn, so viele auf ihre Switch warten und Also, das ist jetzt die Frage an sich, ist genügend verfügbar? Also, die auch vorbestellt haben, ich habe jetzt ja. nicht gehört, dass irgend 'n Händler oversold hat. Was das Problem ist, da kommen wir auch zu dem allgemeinen Problem, nämlich warum kommen die so spät an? Ich sehe hier tatsächlich als Hauptverantwortlichen, aber nicht allein verantwortlichen Nintendo. Weil Nintendo, wann haben die das rausgeschickt? Am 2. oder 3. haben die das an die Händler rausgeschickt. Also wirklich Mhm. so 1, 2 Tage vorher, und die Händler mussten sich um alles kümmern und ganz ehrlich, warum hat Nintendo das gemacht? Ja, weil die keinen Bock hatten, dass das irgendwie vorher in Umlauf kommt. Aber das ist einfach zu wenig Zeit. Das ist zu wenig Zeit, um das vorzubereiten. Hätten die das 'ne Woche vorher geschickt, dann hätten die ganzen Unternehmen das planen können und das auch schon mal regional verteilen können und dann aus den Regionallagern das an die Leute schicken. So haben die das zentral alles bekommen
und mussten das dann, ich glaube, am 4. haben die ihre Switche bekommen oder sowas und mussten das dann am 4. erstmal noch regional raushauen, aber das ist ja ein Kontingent, das kriegst du nicht weg. Und deswegen hat man diese Etappen jetzt quasi gehabt und das war pures Glück. Ob man direkt am Release-Tag oder Freitag oder heute oder erst nächste Woche, das ist pures Glück quasi, wie du da abgearbeitet wirst. Und das ist natürlich einerseits ein Fehler von Nintendo, andererseits, ich hab bei Otto bestellt, Otto liefert über Hermes, weil Hermes ist ja Teil der Otto Group, wo man auch sagen muss, ey Leute, dann muss es doch erst recht funktionieren. Und da kam halt dann im Kundenchat so Aussagen von Otto wie, ja, sie waren ja vollkommen überrascht über diesen Andrang, wo ich mir denke, ey Leute, man konnte bei euch für 2 oder 3 Tage nur vorbestellen, weil dann alles ausverkauft war. Und das war vor 2 Monaten. Kann mir keiner erzählen, dass irgendjemand überrascht war. So ein Zustand der Überraschung kann auch eine Weile anhalten. Wie die Ziegen, die dann umfallen, wenn sie schockiert sind. Ja, oder wie bei Zelda Windbreaker, ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit der Auktion, wenn man so einen besonders hohen Preis in der Auktion hat, dann sind alle so, oh mein Gott, er hat so viel. Und dann hast du so einen Timer. Und der lief bei Otto wahrscheinlich über 2 Monate, dieser Timer. Unfassbar. Ja. So eine Aussage. Ne? Dann sollen wir einfach sagen, ey, wir haben es zu spät bekommen. Und wir haben einfach nicht genügend Fahrer und schlag mich tot, um das zu verteilen. Es tut uns leid. Obwohl die recht gut sind eigentlich. Also ja, Otto ich glaube, ist von den Otto-Kunden habe ich tatsächlich die wenigsten Beschwerden online gelesen. Ja. Du Also, hast jetzt auch nur einen Tag länger gewartet, oder? genau. Und die haben mir direkt am Anfang gesagt, es kommt, also wo sie die Switch bekommen haben, haben sie direkt gesagt, sorry, kommt erst Freitag an. Und kam auch Freitag an. Also das hat tatsächlich geklappt. Ich glaube, Otto war mit einer der beschwerdenfreisten, welche es halt gut geregelt haben, aber sie haben ja noch keine Vorbestellung angenommen, ist Müller. Müller hat einfach vor Ort verkauft, fertig. Ja. Wo halt viele Leute sauer sind, ist, dass selbst bei Nintendo selber Ja. die Leute teilweise heute immer noch keine Switch 2 haben, die sich gedacht haben, ich bestelle bei Nintendo Das ist selber auch vor. peinlich. Das Und ist wirklich peinlich. Das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Wenn du schon bei Nintendo, was weiß ich, du brauchst 3 Voraussetzungen. Du musst, was weiß ich, ein Jahr abonniert haben von diesem Nintendo Online-Dingens, wie auch immer das nochmal heißt. Dann musst du den Newsletter haben und du musst ordentlich Spielzeit auf dem Konto haben. Und dann haben sie das nicht aufgeweicht später? Nach Ende haben sie das aufgeweicht, Ja. Ich glaube, das letzte haben sie, glaube ich, rausgenommen, ja. Aber trotzdem, am Anfang dann nur die sich registrieren und das waren ja schon 4 Monate vorher, ne? Also. Ja, das ist. Und ja, bei das ist schon peinlich. Nintendo hat es halt über DHL geschickt, aber genauso wie die anderen erst am 4. DHL war halt komplett überfordert. Ja. Also hier auch wirklich, Leute, DHL kann tatsächlich wenig dafür. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, wo es halt einfach scheiße lief. Es gab halt ein paar Leute, wo dann der Fahrer krank wurde oder sowas und dann wurde das abgebrochen. Ey Leute, das kann bei jeder Bestellung passieren. Das ist halt scheiße gelaufen. Das Problem bei DHL ist halt, es ist nicht der DHL-Fahrer, der schuld ist, aber es ist trotzdem DHL, weil sie zu wenig Fahrer einstellen, weil sie ihre Leute nicht vernünftig bezahlen, weil sie ihre Leute knechten bis zum Get-No. Ja, gut, das mit den zu wenig Fahrern finde ich ist aber kein gültiges Argument, weil das ist jetzt natürlich ein absoluter Peak. Das ist wie, wenn ein neues Spiel rauskommt und die Server schmieren ab. Es ist ein Peak, aber es reicht ja schon zu normalen Zeiten nicht. Ja, deswegen müssen die Leute ja so geknechtet werden. Ja, wie das oft mein Paket nicht ankommt an dem Tag, wo es eigentlich ankommen soll. Echt? Also bei mir kommt das so gut wie, bei mir kommt eigentlich immer alles pünktlich an. Alles. Bei mir auch glücklicherweise, aber wir wissen alle, dass das nicht überall der Fall ist. Ja. Gerade in größeren Städten, und das ist ja jetzt nur ein Keimgeheimnis, ne? dass die Leute ausbeuten wie sonst. Ja, natürlich, also ja, gut, das stimmt. Ja. Das sowieso, aber wie gesagt, das mit den nicht genügend Fahrern, finde ich, ist so, selbst wenn sie jetzt nicht knechten und genügend Fahrer für den normalen Betrieb haben, so ein Switch 2 Release ist halt trotzdem überfordert. Du kannst nicht für einen Release irgendwie Leute einstellen und sie dann auch direkt wieder feuern oder sowas. Das wollte ich damit nicht sagen, aber wenn sie im Normalfall genug Leute hätten, wenn es normal funktionieren würde, dann wäre es bei Switch immer noch ein bisschen schlimmer, aber jetzt ist es ja komplett zusammengebrochen. Es fühlt sich halt an wie das Weihnachtsgeschäft. Und jetzt frage ich mich, hätte Nintendo zu Weihnachten das rausgehauen, wie wär's dann abgegangen?
dann hättest du Apokalypse wahrscheinlich gehabt. Dann wären die ganzen Nintendo-Leute, die ganzen Nintendo-Fans auf die Straße gegangen und hätten alles abgefackelt. Wir Nehme hätten ich mal DHL-Autos an. ausgeräumt. Auch, ja. Oder sowas, ne? Also Dann ja. hätte DHL, müssten mit Panzerwagen rumfahren, Aber damit das sie ist denen die halt, Ladung nicht klauen. ja, aber das ist das, was ich meinte mit, hätte Nintendo einfach eine Woche vorher rausgegeben, dann hätte man in Ja. Wellen schon regional verteilen können. Ja, ja. Das Ja, wäre gut und dann gewesen. wäre es so, weil jetzt hatten wir wirklich so auf einen Klatsch halt, zack, hier, beliefert mal ganz Deutschland. Und das Ding ist halt echt, also wir haben auch die Kontroversen über die Switch 2 selber, wo wir glaube ich, gleich auch drüber reden, auch was den Preis und sowas angeht. Aber zumindestens der Release, das Ding ging weg wie warme Semmeln, weil es gibt viele Leute, wie zum Beispiel auch mich, die sich auch gefreut haben, wo die Switch 2 genau das erfüllt, was sie haben wollten, die das Geld dafür haben. Es gibt da halt viele Leute, ne? Also Du wird meinst, man dass sie sehen, zu viel Geld haben? kann man auch so sagen. Ich wohne in München, ich muss zu viel Geld haben, sonst kann ich hier nicht leben. Bei den Preisen hier, gerade fürs Wohnen. Aber nee, also der Release, es war grundsätzlich einfach absehbar, dass der Release gut laufen wird. Und wie sich das später zeigen, werden wir sehen, wie sich die Switch 2 an sich verkaufen wird. Aber der Release, das war klar. Aber Und stell dir vor, du hast eine vorbestellt und sie wird auch geliefert und dann stehst du im Laden oder bist daheim oder im Auto oder machst dann die Und dann Box ist sie auf kaputt. und siehst, dass dein Kassenzettel an die Box getackert Ah, ist das war, Oh ja, und das ja. Display kaputt macht. Das habe ich auch gesehen. war GameStop in Amerika, ne? Ja. Ja. Aber das ist verpackungstechnisch auch echt nicht schlau. Nee, absolut nicht. Nee, das ist halt allgemein auch, was ist mit Leuten, die auch sammeln und das, also selbst wenn die Switch zwar nicht kaputt gehen würde in so einem Fall, was ist mit Ja. den Leuten, die halt einfach die Box gern unbeschädigt haben würden, ne? Das hat sich ja sowieso erledigt, weil erstens in vielen Läden das Ding geöffnet wurde und zweitens habe ich Ja. gelesen, dass dass diese Sicherheitskleber, die die Box Ja. zusammenhalten, dass die halt auch so unterirdisch produziert sind, dass die quasi beim Transport alle schon aufgegangen sind. Ja, die ist aber nicht, um die Box zu halten. Das ist nur die äußere Hülle. Also das hat eine Hülle. Nein, also ich meine nein, dieses Siegel, das dir zeigt, Ja, dass es aber das ist ungeöffnet ist. außen. Du hast eine Hülle und da drin ist die Box und die Box hat gar kein Siegel. Okay. Hat sie nicht? Nein. Also Kannst du normalerweise auch zeigen. haben die an den Laschen nochmal ein extra. Ja, aber du hast eine äußere Hülle, wo die Laschen sind. Okay. Ja, aber Die wenn versiegelt wenn sind. ich als Sammler mir so 'n Ding kaufe, dann möchte ich auch, dass dieses Siegel ungebrochen ist. Oder Ja, nicht? ja, gut, aber ja, da kann man jetzt drüber reden, aber das ist Ja, ich halt möchte schon drüber dieses reden, dass wenn ich nur einen halben Cent mehr pro Tausenderfuhre an diesen Stickern, spare, dass Das ich ist sehr dann viel vielleicht auch Geld. einfach ja. Das ist sehr viel Geld. Ja, es kann sich tatsächlich summieren. Ob's viel Geld ist, ist 'ne andere Ja, na Frage, aber klar es rechnet summiert sich das, sich. aber ganz ehrlich, ich Nintendo erwarte ist mehr. auch jetzt nicht mehr so 'n großer Laden. Die brauchen Geld. Also, wo sie Die haben alles gespart die haben haben mit bei der der Switch Switch 2. nicht genug Geld gemacht. Insolvenz gerade so abgewendet. Ja, aber, ne, das ist ja, kann ich auch verstehen, wenn man sich da ärgert, aber ich sage mal, das ist jetzt nicht unbedingt 'n Weltuntergang. Bei mir war tatsächlich alles heile. Ich habe schön sauber durchgeschnitten. Also, bei mir kam alles super heile an, und hat alles wunderbar funktioniert und auch kein Kassenbon drauf gestapelt. Die Bilder waren gut, ey. Auch keine Beule an der Rückseite, die Keine Beule an der defekte Rückseite, Batterien nein. Akku hinweisen. aufgebläht. Ne, nichts, alles super in Ordnung. Wie gesagt, nur einen Tag zu spät, aber, ja, genau, auf jeden Fall diese ganze Belieferung. Deswegen, also Leute, wenn ihr vorbestellt habt und das immer noch nicht bekommen habt, es tut mir so leid. Es wird bald kommen, und es lohnt sich auch. Also, ich denke, jeder, der vorbestellt hat Spaß dran. Aber wir hatten ja vorhin noch über Scalping gesprochen. Ich habe tatsächlich mal aus Spaß, weil ich mit ein paar Freunden darüber gesprochen habe, und einer war so am Hadern, ob er sie kaufen soll oder nicht und war am Überlegen, in den Markt zu fahren. Da habe ich gesagt: „Du kriegst eh keine mehr." Außer wohl anscheinend im Saturn am Alexanderplatz in Berlin. Ja, Das ist das habe ich anscheinend der gesehen. einzige verdammte Laden in ganz Deutschland, der anscheinend alle Switche bekommen hat, weil die Die haben da ja sogar ganze Pyramiden gebaut. ja, ich weiß nicht, das ist wirklich, als ob da irgendwas fehlgelaufen wäre und jeder Markt eigentlich so 100 bekommen sollte, aber stattdessen 10 bekommen hat
und alles andere an den Alexanderplatz geliefert wurde. Also wirklich, da konntest du ohne Probleme reinspazieren und eine kaufen. Ganz, ganz merkwürdig. Nee, auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen. Dann hatte einer so mal bei Kleinanzeigen geguckt. Und ja, tatsächlich versuchen viele Leute zu skypen. Dadurch, dass die Anzeigen nicht verschwunden sind, glaube ich, dass es nicht funktioniert, weil grundsätzlich hat Nintendo, glaube ich, die reine Anzahl an Switche ist, glaube ich, gut. Also die Verteilung lief jetzt nicht gut, aber sie haben anscheinend wirklich genügend produziert für den Release. Das finde ich sehr, sehr positiv, um damit auch das Skyping unten zu halten. Natürlich versuchen es ein paar Leute. Muss man nicht drüber reden. Die Leute versuchen es trotzdem. Aber das scheint gut zu funktioniert zu haben. Also ich glaube, das ist die beste Anti-Scalping-Methode, einfach genügend auf den Ja, Markt ja, bringen. ja. Ja, und Definitiv. ja, was mich tatsächlich nur dabei geärgert hat bei diesen Scalpern ist, ich habe ganz, ganz oft gelesen, ich habe dann ein paar reingeschaut, ich habe ganz, ganz oft gelesen, ja, ich habe 2 bestellt, das ist jetzt die zweite. Weißt du so, ich gebe die ab für 100 € Aufpreis, so ein Arschloch. Dann verkaufst du die zum Sehr Normalpreis und dann ist großzügig. alles cool. Ansonsten schicke ich sie zurück. Das ist ganz ehrlich, also das ist sogar noch Ja, das dreister, als fürs reine Scalping zu kaufen, weil es sind Leute, die haben 2 bestellt, um sicher zu gehen. Beide bekommen, während andere warten Mhm. und denken dann, ah ja, wenn jemand so doof ist zu kaufen, dann gebe ich sie gerne ab für 100 € mehr oder 150 €. Und einer hat wirklich für 1.500 € reingestellt bei uns hier in der Ecke. Das ist unglaublich. Aber das Problem Also, dabei ist ja, es gibt halt ja, auch Leute, die das tatsächlich dann kaufen, Ja. weil ja, sie es nicht besser wissen vielleicht oder nicht lange warten wollen. ja, Ja, dieses nicht gut. lange warten wollen ist halt das Ding. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich vorbestellt habe und mir jetzt notfalls noch bis Ende vom langen Wochenende warten muss, das ist brutal, vor allem wenn jeder andere auch spielt, ne? Das ist gemein. Aber zahle ich dafür 100 € Ja, da mehr für käm's ein jetzt drauf paar an, wie Tage viel mehr Geld ich halt spielen? habe. Wenn ich Ja. viel Geld Ja, bin, ja, dann kaufe ich mir auch die 1.500 Switch. ja, ja, okay. Aber selbst wenn ich so viel Geld hätte, würde ich nicht bei dem für 1.500 kaufen, dann würde ich bei dem mit dem günstigsten Preis holen, weil ganz ehrlich, Ja, ich fand übrigens schön, ein Scalper hatte sogar dann den Preis reduziert. Das geht ja bei Kleinanzeigen, dass man ja auch immer den vorherigen Preis sieht. Also die Leute kaufen es anscheinend auch nicht zu Scalperpreisen, das finde ich gut. Die na, wie Verfügbarkeit, du gesagt hast, ne? wenn du halt genug reinschiebst als Produzent, dann kannst du das halt auch einfach ausschalten und das ist auch der Ja. einzige Weg. Aber an dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz klar sagen: Leute, hört auf, irgendwelchen Scheiß vorzubestellen. Keine Konsolen, keine Spiele, kein gar nichts. Das ist immer scheiße. Nö, da Doch. widerspreche ich. Ich habe vorbestellt und ich bin glücklich. Ja, aber es hätte dir jetzt auch keinen Abbruch getan, wenn du in den nächsten Laden gegangen wärst, dir eine gekauft hättest. Und dann hättest du nämlich neben den ganzen anderen Vorbestellern gestanden, die Aber keine aber bekommen. was ist der Unterschied zum Vorbestellen, wenn ich's Day One kaufe? Na Also, ja, der Unterschied ist jetzt gewesen, dass du 'n Tag drauf gewartet hast. ach so, meinst du's? Ja gut, aber das mit dem ich dachte grundsätzlich vorbestellen, weil man nicht vorbestellen soll, ne? Ja, ich finde Ähm, Vorbestellen auch grundsätzlich bescheuert, in den allermeisten Fällen mittlerweile. Es kommt Also, drauf an, also bei so was wie bei Spielen stimme ich dir zu, weil du kannst die digital kaufen und hast sie direkt. Da kann man auch ruhig mal warten, bis so die ersten Testberichte da sind oder Mhm. ne, oder jemand anders so doof war, direkt Day One oder Vorbestellung zu kaufen. Bei Konsolen, bei einem physischen Produkt, finde ich, sieht's anders aus. 'N bei physisches einem Produkt ist physischen halt Produkt hatten limitiert. wir aber auch schon die Probleme, dass die erste Generation merklich underperformt hat. Als wenn du dann noch Aber mal deswegen habe ich sogar also die erste Generation ist gekauft, weil ich hoffe, dass die auch leichter zu modden ist wie bei der ersten Switch. ja, okay, Das ist mag tatsächlich schon beim sein, ja. Das ist tatsächlich bei mir 'n Grund, warum ich jetzt auch direkt zugeschlagen habe. Das sollten wir vielleicht rauspiepen, weil sonst wirst du gleich gebrickt. Ja, die haben ja mal erstens meine Seriennummer nicht. Oder ja doch, ich habe Ist doch meinen Quatsch, echten dürfen sie auch Namen. eh nicht. Und sie genau, in der EU dürfen sie es nicht. Ne, also deswegen, ich habe ja eh schon gesagt, dass ich meine Konsolen modde. Und ich kann nicht darauf das kommen wir gleich, wenn wir zur Switch 2 selber kommen, weil, ich kann nicht darauf ich hoffe, wir können's modden. Aber ne, grundsätzlich, also beim Vorbestellen von physischen Produkten, wie gesagt, finde ich, da ist es noch vernünftig. Man sieht's ja auch grade, weil die nicht vorbestellt haben, die müssen jetzt 'n bisschen warten. Finde ich, ist ja auch okay grundsätzlich, ne? Aber ich glaube, jeder, Die, der die nicht wirklich vorbestellt haben, können auch einfach zum Alexanderplatz fahren und sich eine kaufen. ja, ganz Deutschland, so Aus München.
So wie bei Walking Dead, wenn da so eine Horde wandert. Kommt da so aus ganz Deutschland so auf den Und die Alexanderplatz. wandern dann raus und alle haben so 'ne Nintendo-Tüte in der Hand. Und das Schlimmste wäre wahrscheinlich, der Alexanderplatz Saturn hat so viele Switch, dass sogar alle bedient werden können. Ja, aber nee, das mit dem Skype, wie gesagt, immerhin, das Skyping scheint nicht zu funktionieren und grundsätzlich hier der Reminder, kauft nicht bei Skype an. Selbst Ja, wenn ihr das es sowieso. unbedingt wollt, ihr fördert das System nur. Und dass Skyper gefördert worden, hat auch dazu geführt, denke ich auch, dass die Hersteller gieriger wurden, weil sie gesehen haben, die Leute kaufen es ja auch für mehr. Ja. Ja, Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch mal lobend erwähnen, ich habe auch in mehreren, Subreddits gesehen, einige Leute, die gesagt haben: „Ey, ich habe mir auch zur Sicherheit 2 bestellt. Ich habe eine zum Einkaufspreis abzugeben in ja, dem und dem Raum." das Das finde habe ich ich auch super. gesehen. Habe ich auch oft gesehen. Weil ich finde, das ist dann auch okay als Ja, so in der Community der Gamer, ja. wenn man dann sagt: „Hey, ich habe 2 vorbestellt“, finde ich, das ist nicht schlimm. Gerade wenn man hat ja gesehen, dass das nicht grundlos war. Und wenn dann beide trotzdem ankommen, zu sagen: „Hey, ich gebe das eben zum UVP ab.“ Ja. Leute, dann macht das so. Hört doch auf, euch zu denken: „Ah, die Leute kriegen alle ihre Switch hier nicht. Ja, dann kann ich ja 100 € draufschlagen.“ Leute, das ist doch nicht geil. Das macht man einfach nicht. Also, so Aus ein der bisschen Not der Anstand. Leute kann man Geld machen, ja. So Ja, ist aber es. ne, ja, Krise kann geil sein, genau. Aber das, also ich sehe hier Ich meine, wirklich vermehrt. es ist zum Glück nur Unterhaltungselektronik in dem Fall hier und kein Ja. Klopapier wie damals zum Beispiel oder eben Masken oder, all die anderen wichtigen Dinge. Aber ja, es ist halt einfach Arsch. Es ist Ja, unnötig, genau. Es ist ein definitiv. Arschlochverhalten und es ist unnötig. Also wirklich, lasst den Leuten, ihr seid auch Gamer, weil wir reden jetzt ja nicht von den professionellen Skypern, das sind sowieso alles Arschlöcher, ne, die gibt's ja auch, aber wie gesagt, ich habe ganz oft gesehen in Kleinanzeigen jetzt so: „Ey, ich habe 2 jetzt bekommen, weil ich 2 Vollserver bestellt habe und dann gebe ich ab zum höheren Preis.“ Leute, ihr seid dann anscheinend ja auch Gamer. Ja. Hört auf mit der Scheiße. Ganz simpel. Ja, Aber Aber dann ja, erzähl uns doch jetzt mal über die Konsole genau. genau. Tristan. Ich Wollen glaube, wir Release haben wir vielleicht damit abgehakt, ne? der ist Ja. definitiv So, rum dann damit. Konsole Der Wollen ist wir durch, selber. unten wollen durch. wir die Konsole vielleicht erst mal bei der Hardware einsteigen? Ja. Willst du was anfangen oder soll ich? Weil, also ich meine, die Hm, Hardware ist ja bekannt. die Hardware ist bekannt, ja. Ja. Wie wär's mit dem Display? Ja, also Hm, das Display ist ein zweischneidiges Schwert. Weil die Nintendo Switch OLED einfach grundsätzlich existiert. Ich weiß, warum sie kein OLED reingebaut haben. Ja, warum? weil das hätte Aus den Geld? Ja, Ja, aber nee, man muss dazu sagen, das OLED-Display von der Nintendo Switch ist ein günstigeres. Aus einem ganz einfachen Grund, 60 Hertz, kein VR. Weil, wenn du bei OLED am Panel sparst und VR reinhaust, dann kriegst du VR-Flicker, gerade mit HDR und sowas. Und deswegen denke ich mal, haben sie sich dafür entschieden, weil VRR ist saugeil, gerade wenn du, ne, mehr schwankende FPS hast. Das ist super, dass du es auch im Handheld hast. Beschissen, dass es nicht im Dock geht. Ich verstehe zwar die Technik dahinter, warum es nicht geht, aber Leute, das hätte man anders designen können. Aber das Display selber ist an sich wirklich geil. Ja, der Kontrast ist dadurch, dass du kein OLED hast, nicht so gut, ne? Du hast nicht den unendlichen Kontrast, du hast nicht, das richtige Schwarz, du hast nicht ganz die knalligen Farben wie von 'nem OLED, aber an sich ist das Display tatsächlich trotzdem gut geworden. Ja, aber sie also, haben HDR versprochen und da erwarte ich tatsächlich es ist mehr. halt es ist halt mein Fernseher, auf dem ich ab und zu mal spiele. Ich spiele ja vor einem Monitor, auch mit Konsole, wo ich auch OLED habe und richtiges Mhm. HDR. Das ist, glaube ich, 'n IPS-Panel. Diese ganzen IPS-Panel, die HDR haben, das ist Fake HDR. Das ist dieses HDR 400er-Zertifizierung. Ich frage mich eher, warum es diese Zertifizierung überhaupt gibt, weil die ist kompletter Quatsch. Das ist kein HDR. Jeder, der mal HDR auf dem OLED gesehen hat, der weiß, dass das kein HDR ist. Mhm. Das ist für mich auch, ja, sie dürfen es offiziell HDR-fähig nennen, wegen dieser Zertifizierung. Es ist aber, also, wenn ihr HDR erwartet, ihr bekommt auf dem Handheld kein HDR. Kein Ne, richtiges. tatsächlich. Also, die Helligkeit war, glaube ich, maximal auf 450, beschränkt Irgendwas um die und 450 Nits, ja. bei OLED wären's 1000 Nits. Nits Ja, ist die Helligkeitsanmaß. Moment mal. Das kannst du, nein, nicht so Doch, pauschal. ist halt so. Nein, Es nein, ist also, nachgemessen worden, dass es 450, du nein, kannst ich es meine auch in mit der den Konsole 1000 nicht Nits bei OLED, nicht die so. 450 Nits, das stimmt. Also, erstmal musst du unterscheiden zwischen HDR und SDR. Gerade bei OLED ist das ein Mhm. Riesenunterschied. Bei OLED, ähm, hat ja
je nachdem, wie viel weiß du hast, weniger Helligkeit tatsächlich. Also, wenn du ein ganz weißes Bild Mhm. hast du weniger Helligkeit, als wenn du nur 10 Pixel hast. Das ist dann die HDR-Spitzenhelligkeit, die aber nur erreicht werden kann bei zum Beispiel 5% oder sowas mit Farbe. So. Ähm, in SDR hast du bei OLED guck dir die Switch OLED an. Die Switch OLED hat, glaube ich, 250 oder 300 Nits. Also, die hat weniger Nits als die Switch 2, hat aber OLED, hat also trotzdem das richtige Schwarz, besseren Kontrastwert. Aber dadurch, dass es kein HDR ist, hast du auch nicht diesen Spitzenhelligkeiten und so was. Das geht tatsächlich nur im HDR-Modus. So. Mhm. Ähm, und deswegen, da wollte ich kurz unterbinden. Du kannst nicht so pauschal sagen: „Ah ja, OLED schafft 1000 Nits.“ Ja, es ist so Doch, funktioniert das tatsächlich nicht. schaffen die das. Das ist, Ja, natürlich schaffen es generell gibt kein Problem. OLED-Panels, die das Ja, schaffen, ja. aber du musst Aber halt auch HDR haben. also, die Switch OLED schafft 340 bis 400 Nits. Okay, 'n bisschen mehr als ich dachte, aber halt, wie gesagt, weniger als die Switch 2. Ja. Genau. Und die kann halt auch keine 1000 Nits erreichen, weil du brauchst dafür richtigen HDR-Content, wo halt diese Oh ja. Unterschiede auch sind, Ja, ne? ja, klar. Also, gesehen hat man es halt jetzt bei, Breath of the Wild. Ich weiß nicht, ob du das, schon versucht hast, anzuspielen. Ja. Da ist halt die Farben sind ein bisschen verschwommen, verwaschen, sorry, nicht verschwommen. Und, Ja, O OLED hat ja, grundsätzlich auch einfach kein bessere richtiges Farben. Schwarz. Wobei bei Cyberpunk haben sie, glaube ich, 0,5 Nits, also schon ziemlich nah dran als Es ist 'n als gute also, schwarz. es ist 'n gutes LCD-Display. Also, das Ja. Display, dafür, dass kein OLED ist, ist trotzdem gut. Und vor allem 120 Hertz mit dem VRR, ist es schon. Also, grad Mario Kart World, das ist schon fucking smooth. Also, wirklich, das ist schon geil, ne? Ähm, aber wenn du 'n richtig gutes OLED-Panel haben willst mit VRR, Mhm. ich glaube, die Entscheidung war nicht HDR ja oder nein, sondern VRR ja oder nein im Handheld. Und sie haben das anscheinend priorisiert und ich glaube, deswegen gab's kein OLED, weil OLED mit gutem also 'n gutes OLED-Panel, was VRR unterstützt ohne HDR-Flicker und so was, ist teuer. Flickr kommen wir auch gleich zu, da gibt's nämlich auch Probleme mit anderen Spielen. Noch. Ja, ja, mit der Backward ich weiß, genau. Aber das sehe ich tatsächlich noch gar nicht so kritisch, aber da können wir Ähm, auch gleich drüber reden, ja. aber da auch zum Preis kommen wir gleich noch, ob Ja. sich Aber du dann, wolltest ja erst die das Hardware lohnt. besprechen. Also, Ja, ja, genau. Display, Deswegen ganz kurz noch mach dann mal. das Fazit Display ist, es ist 'n gutes Display. Es ist halt kein OLED, dadurch ist die Farben und der Kontrast nicht so gut, aber das VRR ballert gut. Also, die 120 Hertz, das ist schon herrlich. Full HD ist auch schön, ist 'ne schöne DPI, also die Pixeldichte ist auch sehr angenehm. Aber lasst euch nicht von dem HDR aufm Handheld blenden. Das ist Quatsch. Das ist 'n HDR 400. Das ist wenn ihr denkt, das wäre HDR, müsst ihr euch mal HDR aufm OLED angucken. Das sind Welten. So, Blenden ist Fazit. übrigens dabei 'n gutes Stichwort. Die Hochglanzoberfläche, stört die bei Tageslicht? Nö, habe ich gar Nicht? keine Probleme. Okay. Das ist hell genug. Ja. Also, wir hatten seit gestern jetzt keinen ultrasonnigen Tag, deswegen kann ich's jetzt nicht also, ich denke mal, wenn das jetzt komplett hell alles also, voll die Sonne drauf scheint, dann könnte es schwierig werden, aber so mit normaler Sonnenlicht ist das super spielbar. Aber Okay. man muss ganz aufdrehen. Man muss ganz aufdrehen. Ja, gut. Und dann, wenn du's ganz aufdrehst, Der Akku, ja. Akku, ja, ja. genau, das wäre nämlich der nächste Punkt, der Akku. Wie macht sich der? Ich habe jetzt gesehen, 2 bis 6,5 Stunden. Bei der Switch 1 waren's 4,5 bis 9 Stunden. Ja, also definitiv weniger. Also, es kommt auf das Spiel an. Ich habe, heute Link's Awakening, 'n bisschen im Handheld gespielt. Ich glaube, Mhm. so 1,5 Stunden bis 2 Stunden um den Dreh und dann war ich so bei 30% Akku weg. Das ist aber 'n Switch 1 Spiel, auch wenn's Switch 2 enhanced ist, wie auch immer man das nennt. Da geht's nur darum, dass endlich die Auflösung oh mein Gott, wie gesagt, da reden wir gleich drüber, wenn wir zu Spielen und so kommen, aber, ist gut. Ähm, es ist trotzdem 'n Switch 1 Spiel, das heißt, es zieht nicht so viel. Mario Kart World habe ich auch 'n bisschen im Handheld gespielt. Da geht der Akku weitaus drastischer runter, grade mit 120 Hertz aktiv, VRR aktiv. Das zieht extrem. Also, ich glaube, Mario Kart World, da könnten selbst die 2 Stunden knapp werden, glaube ich. Was ich halt für 'n echtes Problem halte, weil wenn du unterwegs bist und keine Steckdose hast, dann stehst du halt irgendwann ohne da. Da würde ich aber auch einfach den Tipp geben, VRR deaktivieren, 60 Hertz Modus rein.
Ganz wichtig, den Sensor für, die automatische Helligkeit ausstellen. Der zieht überraschend viel Strom nämlich. Und ich glaube, dann überlebst du auch ein bisschen länger. Ja, man darf halt dann nicht das volle Paket. Das sind Stromfresser, das sollte man nicht unterschätzen. Das stimmt. Aber kann man heutzutage erwarten, dass man alles runterfährt, nur damit man 'n bisschen mehr Akku hat? Also, es ist tatsächlich, ich müsste es mal testen, wäre tatsächlich 'n interessanter Test. Ich glaube, das ist nicht ein bisschen wenig. Das ist massiv. Also, VRR und 120 Hertz ist massiver Stromfresser. Das sieht man auch bei den Handys. Bei den Handys, Mhm. ist das auch 'n mass Display allgemein ist immer 'n sehr großer Stromfresser. Ich finde, das ist okay, wenn man sagt: „Hey, ich will jetzt 'n bisschen länger unterwegs zocken, dann verzichte ich halt auf 120 Hertz und spiele auf 60 Hertz.“ Finde ich, ist voll okay. Und dann brauchst du auch schon das VR nicht mehr, was zumindest bei den meisten Spielen eher interessant wird, wenn du über 60 bist, wo das ja eher hin und her flattert mit der Framerate. Ja. Aber Finde wenn ich, ich also meine persönliche Meinung, finde ich das okay. Ja. Aber wenn ich, schnelle Spiele spiele oder sowas wie Cyberpunk, dann möchte ich doch bestimmt auch eher lieber die 120 Hertz haben. Also, ich Ja, finde, da ja. hätte man irgendwie also, an dem Akku hätte man vielleicht nicht sparen sollen. Ich glaube nicht, dass an dem Akku gespart wurde. Das hat Ich wahrscheinlich was glaube, mit Platz zu tun. das hat erst was mit Platz, weil das muss man sagen, das Ding ist genauso dünn wie die Switch 1. Das ist schon krass. Ganz ehrlich, das ist schon krass. Und die Kühlung ist auch nicht schlecht, können wir gleich auch noch drüber reden. Es ist halt alles 'n Kompromiss, und das zieht halt auch, wie gesagt, das zieht halt auch einfach viel Strom. Das darf man halt nicht unterschätzen. Und, bei Cyberpunk ist tatsächlich eher noch das Argument mit VRR und 120 Hertz interessant, weil es ja diesen 40 FPS-Modus gibt. Mhm. Der läuft halt nur auf 120 Hertz, weil du so 'n Screen Tearing bekommst, und VR geht ja erst, ich weiß nicht, wie viel's bei der Switch 2 ist, aber geht grundsätzlich bei den meisten Screens so bei 45, Hertz erst los, dass du ab da sowieso erst VR aktivieren kannst. Also, das kann man ruhig ausschalten bei Cyberpunk, aber 120 Hertz würde ich schon sagen, ist tatsächlich Pflicht bei Cyberpunk, weil du sonst die 40 FPS ja nicht erreichen kannst. Oder es wird nicht Ja, abgespielt in 40 FPS. okay. Aber ja, das muss halt jeder für sich selber wissen. Ich weiß gar nicht, wie so jetzt die Vergleichswerte sind bei anderen, bei den Windows-Handhelds zum Beispiel. Ich glaube, die haben ja auch nicht grad die beste Akkuleistung. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Wir müssten vielleicht mal, auch Micha fragen, wie es da mit dem Steam Deck aussieht. Ich habe Ja. jetzt keins. Steam Deck hat halt auch kein 120 Hertz und kein VR, ne? Das stimmt. Aber ich hatte letztens, glaube ich, eine neue Handheld-Konsole gesehen, die, 'n längere Laufzeit auch hat und auch, Mhm. muss ich aber gleich noch mal nachgucken. Ja, Na ja gut, also, letzten Endes ist es aber so, wie Tristan gesagt hat, ne? Egal welches Handheld du hast, es ist irgendwo immer eine Balance zwischen einigen wichtigen Faktoren. Wie Ja, ja, viel klar. wie viel Power hat mein Gerät? Wie viel mhm, Akku hat mein Gerät? Ähm, und wie groß darf mein Gerät sein? Und ja. das ist halt die Balance, wo jeder Händler sich dann seinen Kompromiss am Ende zusammenbaut, weil alles 3 ist so technisch einfach noch nicht möglich, leider. Da auch die Frage, wie, ob das jemals so war, das Mhm. war ja schon immer 'n Thema bei Handhelds, ne? Selbst damals beim Gameboy. Der Gameboy war massiv underpowered, aber lief dafür auch mit 4 Doppel-A-Batterien, ne? Ja, es Der ist 'ne Ga Sache, die sich der entwickeln wird, ne? Und Ja. wir sind eben jetzt auf diesem Stand. Ich meine, Hm, aber ich das war hätte auch damals am schon. liebsten 'n Handheld, das 10 Tage durchspielen kann. Aber das war tatsächlich damals schon Thema, weil der Game Gear zum Beispiel, hatte viel die bessere Technologie, der hatte Backlit, ne, also der hatte beleuchtetes Display und so. Der hat, ich glaube, 6 Doppel-A-Batterien gefressen und war nach 3 Stunden leer oder so was. Und der Gameboy Mhm. hatte nur 4 und der ist stundenlang durchgerannt, aber der hatte halt auch die schlechtere Technologie. Der hatte kein Backlit und so was, ne? Ne, Der du hatte kein brauchtest 'ne externe Farbdisplay. Lampe. Ja, der hatte auch kein Farbdisplay im Gegensatz zum Game Gear oder der Lynx, der damals rauskam und so. Also, das war schon immer 'n Thema, und man kann das kritisieren, sollte man auch, weil der Markt passt sich ja auch 'n bisschen dem an, was der Markt, also, was die Konsumenten wollen. Wenn man da auch mehr kritisiert, denk hoff hoffe ich zumindest mal, dass sich dann auch was ändert. Bei Nintendo hat's manchmal geholfen, manchmal nicht. Vielleicht wird dann auch mehr so was priorisiert, aber dann wird vielleicht dafür die weniger Power, dafür dann vielleicht 'n schlechteres Display oder so was. Also, Kompromisse muss man immer eingehen, und man muss auch selber wissen, was für einen das Wichtigste ist.
Außer man will Nintendo-Spiele spielen, dann hat man halt Pech gehabt. Dann muss man die Switch 2 kaufen. Dann muss man, ja, leider. Ja. Wobei jetzt für den Start ja nur wirklich ein Spiel vorhanden ist. Nein. Also außer du redest von Nintendo selber. Nintendo Switch 2, ja, gibt's nur einen Exklusivtitel. Das ist Mario Kart Worlds. Ja, ja. Also, weil es gibt aber mehr Spiele Ja, ja, speziell für die tatsächlich Nintendo an Switch 2, sich gibt's ja. mehr Spiele, aber Ja, ich ja. rede jetzt nur von Ja, ja. Switch 2 Release-Spiele. Donkey Kong kommt, glaube ich, nächsten Monat. Irgendwann, ja. Aber wir waren nur noch bei Hardware, weil eine Ja, ja. Hardware will ich herausstechen. Die Joy-Cons. Ja. Oh mein Gott! Danke, Nintendo, danke. Ich habe relativ große Hände. Und die Switch 1 konnte ich nie lange spielen, richtig im Handheld tatsächlich, weil mir das habe ich verkrampft. Die Joy-Cons, massive Verbesserung, wirklich massive Verbesserung. Also erstens ist die Qualität sowieso von der Konsole sehr hochwertig. Ist nicht mehr so extremer Plastik. Es ist eine Plastikbombe, aber es fühlt sich nicht so an. Nicht so sehr wie die Switch 1. Und die Joy-Cons, der Mechanismus ist super mit den Magneten. Und ergonomischer, obwohl ich es mir noch ein bisschen besser, also vielleicht hier so 'n kleinen Knubbel wäre noch gut gewesen. Die Sticks sind viel, viel besser. Äh, allgemein, es ist einfach alles besser. Es fühlt sich besser an, lässt sich besser in der Hand halten. Das extra Gewicht, finde ich, ist nicht schlimm. Das passt. Die extra Größe finde ich super. Muss ich wirklich mal sagen. Also, man kann viel kritisieren, aber nicht, was die Qualität an sich der Konsole angeht. Die ist super. Da Sehr gut arbeiten sie ja gebaut. auch ziemlich lange und viel dran. Sie Ja. lassen ja auch kleine Kinder die Konsole auf den Boden werfen, um das alles zu testen, ob das noch funktioniert Ja. Ey, und das wie finde ich gut. aber Und der gut. Das Stand. muss 'ne Ja, Konsole auch können. definitiv. Ja, ja, grade 'ne Konsole wie von Nintendo. Ne, obwohl man natürlich auch Ja. sagen kann, bei dem Preis ist die Frage, wie viele Kinder wirklich die Switch haben werden, die Switch 2. Ja, Ja. gut. Klar. Aber, ne, ist es ja eigentlich ist es für alle Altersstufen gemacht, aber es gibt genug Spiele, die auch für die Kleinen vorhanden sind. Definitiv. Wie sieht's denn aus mit den, ja gut, das kannst du jetzt natürlich noch nicht sagen, aber es gibt ja keinen Hall-Effekt-Sensor. Ja, Also die Stick-Drift ist ja immer noch vorhanden. das werden wir sehen, ja. Also, ich verstehe, warum sie keinen Hall-Effekt reingebaut haben, weil Hall-Effekt basiert ja, auf, magnetischen Sensor Mhm. und hier sind halt sehr starke Magneten direkt drin. Hm. Ich bin jetzt kein Ingenieur. Ich kann mir aber vorstellen, dass das 'n Problem sein könnte. Ähm Wenn sie das, wie sie angekündigt haben, besser hinbekommen haben, weil ich glaube, sind jetzt normale Pontimeter oder wie das heißt drin, also dieses klassische, wo das mit Widerstand, glaube ich, mit Ja, elektrischem genau. Widerstand gemessen wird. Wenn sie das verbessert haben und zumindest der Stickdrift nicht nach 2 Jahren auftritt, sondern erst nach 5 oder so, weil der ist halt dann unvermeidlich, weil das ist 'n Verschleißteil. Ist es halt okay, weil ganz ehrlich, der Mechanismus ist fucking geil. Wirklich, der ist super. Finde ich es wert. Was ich nicht verstehen kann, ist, wie der 90 € teure Pro-Controller keinen Hall-Effekt haben kann. Weil da hast du das Problem mit dem Magnetismus nicht. Also, dann 90 € für 'n Ja, Pro-Controller ja. verlangen. Der scheint ja auch super gebaut zu sein, das will ich ja nicht mal kritisieren, aber dann kann man doch wenigstens Hall-Effekt reinbauen. Es kann auch nicht sein, dass Drittanbieter für 40, 50 € Controller raushauen, die mit Elite-Controller von Xbox, wo übrigens das gleiche Thema ist, die haben immer auch keinen Hall-Effekt rein verbaut. Aber diese ganzen Drittanbieter kriegen super gute Controller hin für 40, 50 € mit Hall-Effekt. Warum Ja kriegen gut, dann das dürfen wir also die Diskussion über das Zubehör von Nintendo dürfen wir im Grunde nicht aufmachen, ja, weil das ist eigentlich einfach ja. nur 'ne absolute Frechheit. Das ist Ja, generell, ja, viel zu Und ja. teuer. grade was die Pro-Controller angeht, gibt es für mich zum jetzigen Zeitpunkt, selbst wenn ich 'ne Switch 2 hier liegen hätte, es gibt minus 7 Gründe, mir die Pro-Controller zu kaufen und Gott sei Dank nicht einfach die alten Pro-Controller die waren damals schon überteuert, aber, da waren halt auch die Joysticks noch beschissener. Also, ich habe die neuen noch nicht in der Hand gehabt, Mhm. aber ich persönlich benutze die Switch als Handheld sowieso so gut wie nie. Und da ich so gut wie ausschließlich aufm Fernseher spiele, möchte ich 'n Controller in der Hand haben, 'nen richtigen Controller. Deswegen habe ich die gekauft. Aber es gibt für mich absolut null Gründe, mir die neuen Pro-Controller zu kaufen, nur weil da dieser Chat-Knopf drauf ist? Bestimmt nicht. Ja, es gibt auch noch die
Backpedals. Und ich hatte dir, glaube ich, mal davon erzählt, von meiner Zwangsneurose. Für mich ist das schon Kaufgrund genug. Selbst für 90 €. Mich regt das trotzdem mit dem Hall-Effekt auf. Aber ich muss sagen, was die Qualität der Joy-Cons angeht, brauchst du eigentlich auch fast keinen Pro-Controller mehr. Also wirklich, die Sticks sind super. Ich glaube, die verwenden sogar beim Pro-Controller genau die gleichen Sticks wie im Joy-Con. Massive Verbesserung. Und das Einzige, was ein bisschen stört, ist, wenn du den Grip hast, die Form ist halt nicht so ergonomisch wie beim Pro-Controller. Aber was die reine Bespielbarkeit angeht, muss ich sagen, sind die Joy-Cons absolut tauglich. Also, Nein, das glaube die ich schön, aber ich persönlich ja. bevorzuge einfach nur dieses Controller-Feeling, Ja, ja, während k die F das kann ich verstehen, aber, ich habe damals ich habe von, 8BitDo habe ich so 'n USB-Adapter, womit du 'n Switch Pro Controller simulieren kannst, mhm. und habe Mhm. dann mit dem Xbox-Controller gespielt. Das funktioniert. Es gibt 'ne Beta-Firmware, das funktioniert mit der Switch 2 noch nicht. Ich denke mal, es wird noch gefixt. Und dann kann ich auch mein Backpedal benutzen, ohne 90 € zu bezahlen. Aber, das musste ich tatsächlich damals, weil ich konnte mit den Joy-Cons nicht gut spielen. Die waren zu klein, die Mhm. Sticks waren wirklich nicht gut. Ne, Mhm. das Mhm. war so für mal je nach Spiel im Handheld war das absolut taugbar, aber nicht für Ja, ich Spiele, wo verstehe auf jeden Bewegung Fall, was du wichtig ist, ja. meinst. Genau, und das finde ich ist aber mit den neuen Joy-Cons nicht mehr der Fall tatsächlich. Die sind wirklich super gut bespielbar. Ich habe nicht mal so sehr das Bedürfnis, den Xbox-Controller jetzt wirklich ranzumachen, außer ich brauche mein Backpedal. Und das brauche ich aktuell bei den Spielen, die ich spiele, tatsächlich nicht wirklich, deswegen geht's noch. Aber ja, gute Wo Qualität würdest du es davon. benutzen? Ja, bitte? Wo würdest du 'n Backpedal benutzen? Zelda. Also die, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, weil, wie gesagt, da musst du sehr viel drücken, weil du dadrüber die Auswahl von deinen Fähigkeiten und so was machst. Mhm. Mit dem weil ich hatte es ja mal erzählt, also, man kann ja nicht erwarten, dass sich jeder daran erinnert oder das geguckt hat. Ich habe so 'ne kleine Zwangsneurose, wenn ich den linken vorderen Trigger, also den Bumper drücke, dann muss ich auch rechts drücken. Das ist einfach 'ne Neurose bei mir. Und das habe ich nicht, wenn ich Backpedal benutze. Okay. Das ist ganz, ganz komisch bei mir und deswegen habe ich auch den vollkommen überteuerten Elite Controller 2 gekauft. Aber das war es mir wert. Ich habe mehr Seelenheil. Genau, und die Zelda-Teile die habe ich nur angespielt, die werde ich wahrscheinlich nicht weiterspielen, weil ich will meinen Unbreakable Weapon Mod. Ich kann ohne nicht spielen. Ich mag das Spiel einfach Hm. sonst nicht. Ja, da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, beziehungsweise, könnten wir tatsächlich, wenn hardwaremäßig nichts mehr da ist. Der Kickstand ist super. 'Ne massive Verbesserung zum Original-Switch. Ist ähnlich wie bei der OLED aufgebaut. Sehr stabil, wesentlich besser. Sonst glaube ich, ist tatsächlich gar nicht so viel. Es ist halt 'ne bessere Switch. Na, also auch man sollte hier keine Revolution erwarten, sondern 'ne reine Evolution. Mehr ist es tatsächlich nicht. Also ein Upgrade statt ein Nachfolger. Ja gut, das hatten wir im Discord auch geschrieben, das ist halt der moderne Weg der Konsolen. Ich wollte grad Ähm, sagen, das ist nicht nur 'n Nintendo-Ding. ne, das ist auch Ne, bei Sony und Microsoft absolut. so. Das sehe ich eigentlich und das ist auch nicht nur 'n Konsolending, das sehe ich eigentlich im gesamten Technikmarkt. Ja, Ja, ja. aber ist es richtig, beziehungsweise müssen wir das akzeptieren so? Sollten Das wir kommt das? drauf an, wenn du dir, ja, etwas Revolutionäres erdenken kannst, dann nehme ich auch gerne das. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man jetzt die PlayStation revolutionieren könnte, die Switch, oder das Smartphone an sich. Also, Ja. Da ich sehe schon ein, dass es schwierig ist, da, das Rad neu zu erfinden. Und ne, du musst ja, es nicht komplett neu erfinden, aber, das Display zum Beispiel wäre Nein, OLED, ich hätte mich auch was über weiß 'n ich. da OLED-Display haben wir gefreut. natürlich noch 'ne Sache. Mausmodus habe ich vergessen zu erwähnen. Das Ich habe jetzt stimmt. noch kein Spiel damit gespielt, aber ich habe mal die Maus einfach als Maus einfach probiert. Es Aber es ist auch funktioniert mehr verdammt ein Gimmick gut. als 'ne gute Sache, oder? Schwierig. Also, allein wenn du schon siehst, Metroid Prime 4 wird das unterstützen. Ein Das und Spiel? du kannst ja auch 'ne externe Maus es gibt schon mehr. Es gibt, Obunaga Ambitions oder wie das heißt. Das ist 'n
so ein RTS-mäßiges Spiel, glaube ich, oder weiß ich, auf jeden Fall irgendwas mit Maus, sehr gut Civilization 7 und so. Mhm. Es gibt ja durchaus Spiele und das kann ja auch ein Anreiz sein, zu sagen, hey, wir bringen eher solche Spiele auf die Switch. Man kann eine normale Maus anschließen, man kann einfach die Joy-Con benutzen und es funktioniert sehr gut. Das ist tatsächlich ein sehr, ich weiß nicht, was da jetzt genau drin ist für ein Sensor, aber der wirkt sehr, sehr gut. Ich denke mal, da wird definitiv noch Third-Party-Accessoire kommen, dass du bessere Haltung hast, dass du es eher wie eine normale Maus benutzt. Safe. 100%ig wird das Ja. kommen. 100%ig. Das ist jetzt schon im 3D-Druck, würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, das wirst du auch einfach als richtiges Ja. Ding kaufen können irgendwann. Für 85 €. Ja. Und was halt das Coole ist, und das ist schon ein bisschen revolutionär, weil warst du das, Michi oder Dennis, der sich das gewünscht hat, mit Stick und Maus spielen gleichzeitig? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich war's nicht. Ich habe gesagt, das wird nicht Dann war es, funktionieren. glaube ich, Dennis. Könnte Micha gewesen sein, oder? Nee, ich glaube, Micha weiß nicht. Einer von den anderen Pixel-Buddies. Weil das geht natürlich auch und das ist cool. Du wirst Shooter da so spielen können, dass du rechts eine Maus hast und links hast du den Control-Stick. Das heißt, das Beste aus beiden Welten. Weil wenn du Maus und Tastatur spielst, hast du halt das Zielen besser, aber die Bewegung ist nicht so gut wie mit Stick. Und andersrum klar. hast du mit Sticks schlechtere Zielen, aber die bessere Bewegung. Und das ist natürlich eine saukoole Kombination. Und wenn es genutzt wird, also die Frage ist ja, bleibt es bei einem Gimmick oder wird es wirklich etwas Richtiges? Wenn das richtig genutzt wird, kann ich mir auch vorstellen, dass wir hier vielleicht ein paar geile Shooter sehen, die genau das benutzen werden. Ja, ich meine, Call of Duty soll ja, glaube ich, kommen. Jetzt können wir, ich will nichts zu Call of Duty hören, ne? Das ist ein eigenes Thema, aber Call of Duty ist ein sehr großer Seller. Wenn das für die Switch 2 kommt und du wirst diesen Modus haben, das ist schon verdammt gut und verdammt geil. Das wäre nicht schlecht, ja. Ja. Und was dann zum Beispiel auch cool wäre, das wird wahrscheinlich zu 100% nicht passieren, aber es wäre cool, wenn sowas auch auf dem PC dann reinkommen würde. Dass du auf dem PC so quasi einen Joy-Con kaufen kannst oder den Joy-Con anschließen kannst und Spiele das unterstützen. Das wäre so absolut massiv geil. Weil Also, das, sollte sich das auf der Switch etablieren, dann sehe ich eigentlich keine Zukunftslinie, in der das auf dem PC nicht auch in irgendeiner Form Ja. umgesetzt wird. weil das könnte wirklich Wahrscheinlich, passieren, ja. weil das ist halt das Beste aus beiden Welten dann. Ja, weil es gibt ja vereinzelt so Nischen-Tastaturen mit 'm Stick, aber da ist halt auch das Problem, ich glaube, das simuliert nur WASD. Hm. Dann kann man auch WASD irgendwo benutzen, ne? Ja. Aber ja, ne, deswegen, das wollte ich noch erwähnen. Es wird sich zeigen, ob's 'n Gimmick ist oder nicht. Genau, ansonsten, wo man zuschwenken kann, was so halb Hardware, halb Software ist Game Chat. Ich konnte es leider nicht testen. Bevor du das machst, Ja. ich habe eine Sehr gut. Hardware doch noch. Und Ja. zwar, das gehört dann auch in die Revolutionsecke, was ich mir bei einer Switch 2 gewünscht hätte, was irgendwie alle anderen scheinbar hinkriegen, 'ne Terabyte Festplatte. Ja, true. Ja, ne. Da gibt's auch keine Ausrede für. Ne, Also, das ist der Geiz von Nintendo. Das ist Ja. purer Geiz. Also, das hätte jetzt preislich auch nicht so den Unterschied gemacht, auch für die nicht. Ne, Man hätte den gleichen gar Preis nicht. raushauen können. Die Marge wäre immer noch gut gewesen. Wie gesagt, OLED wäre in der Preiskategorie tatsächlich auch nicht drin gewesen. Ich finde die Switch auch 'n bisschen überteuert, Ja. aber für 470 € mit 'nem guten OLED-Panel keine Chance. Kannst du vergessen. Das ist Also, einfach so, ne? es ist aber die Aber teuerste Nintendo-Konsole. Selbst inflationsbereinigt. ne, ich glaube inflationsbereinigt nicht. Doch, Ich habe inflationsbereinigt schon, nachgeguckt, aber ja. nur irgendwie so 20 €. Also, Ja, Ja. vernachlässigbar. Weil die Aber trotzdem, Switch ne? 1 ist inflationsbereinigt nämlich gar nicht so viel günstiger. Ne, Ja. das stimmt Das schon. Der Einzige Unterschied ist da tatsächlich nicht so groß. Das Einzige, was teurer ist so 'ne, NES Deluxe Edition, die mal damals rausgekommen ist. Ja. Ja, die für Also, nur in New ja. York, glaube ich, rauskam. Ja, das habe ich auch gelesen. Aber wie gesagt, es ist jetzt inflationsbereinigt nicht so 'n großer Unterschied. Nein, das nicht, aber Michi hat schon recht. Aber Also, es mit ist dem schon Speicherplatz, das ist wirklich und das Ja, finde ich auch das ist einfach nur Geiz. Das ist einfach nur Geiz. Da hat man sich gesagt: „Ah ja, dann ist die Marge irgendwie $5 höher oder $10 ja. höher, fertig." Ja, wie mit den scheiß Stickern. Ja, Hättest das jetzt wirklich aber rausgerissen? bei den Stickern nervt's mich wenigstens beim Spielen nicht. Ja, das stimmt. Ne, die Sticker sind natürlich nicht so wichtig, aber, Ja. es ist dasselbe diabolische Grundgehabe. Ja, das ist mit dem Pro-Controller das Gleiche mit den Hall-Effekten. Da Ja, ist dann die Marge ein ja. paar Dollar weniger, und dann macht man's nicht. Weil wie gesagt, den Hall-Effekt
in den Joy-Cons könnte ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich einen technischen Hintergrund hat, aber beim Pro-Controller gibt es keine Ausrede, ja. Aber ja, das hast du dann gesagt, weil ich wollte zu Game Chat rüber wechseln, weil ich habe mir auch die Ja. Kamera gekauft und ich konnte es noch nicht testen, weil der Kumpel, mit dem ich spielen wollte, der auch eine Switch 2 hat, da hat dann seine Frau die ganze Zeit gespielt, der durfte nicht spielen. Also so ein Techniktest hast du doch gemacht, oder nicht? Ich habe mal die Webcam selber am Computer mal ausprobiert, aber ich habe die Game Chat-Funktionalität noch nicht ausprobiert. Ach so, Deswegen, und ich bin okay. ultra scharf da drauf, weil es ist definitiv ein Gimmick, brauchen wir nicht drüber streiten. Mehr ist es nicht, aber ich glaube, es ist ein verdammt geiles Gimmick. Ich will es halt mal deswegen testen. Die Switch-Kamera selber kostet 60 €. Ist nicht günstig, aber ist auch nicht überteuert. Die ist ungefähr in der Qualität wie jetzt die Webcam, mit der ich jetzt aufnehme. Könnte sogar 'n Tick besser sein. Du redest jetzt aber von der normalen Version. Es gibt ja noch die Sonderversion. Ja, das Ja, ja, was ist mit der? ja, das ist Ist die das ist vielleicht ganz schön scheiße und ganz schön überteuert? ja, aber sie hat so 'n geiles Design. Ja, sie sieht wirklich geil aus. Wenn ich sie da hätte mi wenn warum kann sie man da nicht 'ne geile Kamera ja, reinsetzen? wenn sie die Kamera von der normalen Switch 2 Kamera, also, wie gesagt, ganz Ja, kurz, ja. ich beende das kurz und dann reden wir da drüber, weil das regt mich auch so auf. Die Kamera, wie gesagt, ist jetzt nicht günstig, aber sie ist auch nicht überteuert. Da ist tatsächlich, ich bin überrascht, der Preis ist, finde ich, gerechtfertigt. Es ist ungefähr hier die Qualität. Also ich habe hier die C920 von Logitech, eine sehr beliebte Webcam. Die wird auch bis heute noch sehr oft verkauft, obwohl sie schon älter ist. Kostet auch 60 € oder knapp über 60 € bei Amazon. Die von der Switch 2 hat ein Weitwinkelobjektiv, was sinnig ist, weil das soll ja während des Hm. Spielens sollen ja die Gesichter aufgenommen werden und wenn mehrere spielen, brauchst du ja auch mehr Fläche, die du abdeckst. Passt, ist eine gute Idee und hat eine sehr gute hardwareseitig verbaute automatische, Lichterkennung und Anpassung des Bildes. Sieht man tatsächlich. Also, ich habe die an 'n Computer angeschlossen und wenn ich die Kamera gewechselt habe, ist es erst sehr dunkel, weil ich habe das sehr dunkle Umgebung gemacht und dann hat man gesehen, wie das angepasst wurde. Von der Hardware, nicht der Software. Also, sehr gut. Finde ich toll. Ja, die Piranha Plant kostet 40 € und hat 'ne 480p Kamera und ist der letzte Rotz. Und ich verstehe nicht, warum. Weil das ist ja nicht von Nintendo selber. Das ist ja nur lizenziert. Das ist von Hori. Warum ist Hori nicht hingegangen, hat gesagt, wir machen auch 60 €? Sie hätten Oder von einfach mir dieselbe Kamera nehmen ja, und sollen, sogar dann für hätten sie 80 das €. Ich hätte ja, sie für Ich wollte 80 sagen, € selbst gekauft, für nur für wegen das dem mehr. Design. Design extra, ja. Nur wegen dem Design. Ich hätte 80 €, wenn das diese Ja. geile Kamera gewesen ich hätte 80 € bezahlt, einfach nur, weil ich 'ne verdammte Das wäre Piranha so Plant da halt cool stehen habe. gewesen. Ja, also, weil wirklich designtechnisch ist die ja unfassbar gut. Unfassbar gut. Die sieht so toll Ja, das aus. hat Die mir sieht auch wirklich gefallen. geil aus. Ja. Und dann setzen die da so 'ne Schundkamera rein, 'ne 480p Kamera. Das geht nicht. Leute, was soll denn das? Also wirklich, weil Ich habe es wirklich fast nicht geglaubt, als ich das erste Mal ja, gesehen habe, weil ich mir dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Die haben 120 Mystery-Boxen von Mediamarkt aufgekauft, die ganzen Dreckskameras, die dir da zugeschoben werden, genommen und da diese Pflanze drumrum gebastelt. ja, das ist wirklich es ist so traurig, weil das Design muss man wirklich loben. Das ist Geil aus. Es sieht richtig genial, geil aus ja. und es hätte so Ja. geil sein können, wenn sie einfach dieselbe Kamera genommen hätten. Ich hatte mich in Ja, der Direct auch schon gefreut. Das ist 'ne richtig coole Kamera und dann Ja, 480p. Nein, danke. das geht nicht, ja. Das ist so 'n Schlag in die Magengrube gewesen. Ja, und aber was gut ist, man kann jede Webcam anschließen. Sie muss nur Typ C haben oder ich glaube, Konverter funktioniert auch. Das habe ich jetzt nicht getestet, müsste ich mal machen mit Mhm. der Logitech. Aber man muss nicht die Nintendo-Kameras kaufen. Das ist weil ich fand das auch mit der Maus, das das wäre haben ja sie auch nicht gut noch schöner. kommuniziert. Also, entschuldige bitte. Also, ich werde jetzt hier Aber wir reden niemanden von 'nen Nintendo, mich ich hätte hier werde gar jetzt hier nichts mehr niemandem überrascht. ein Lob aussprechen dafür, dass er erlaubt, dass ich nicht nur seine überteuerte Scheiße Ne, benutzen das war kann. kein Lob, das war nur 'ne Feststellung, falls sich das jemand fragt, weil ich finde, sie haben's nicht gut kommuniziert. Weil das hat so, finde ich, im ersten Moment 'n bisschen gewirkt, als ob nur die offiziellen Nintendo-Kameras funktionieren. So kam's zumindest mir vor. Das mit der Maus wurde ja auch nicht wirklich kommuniziert, man kann jede Maus nutzen. Also deswegen, ich habe mir die trotzdem gekauft aus 'nem ganz einfachen Grund. Ich benutze diese Webcam sehr oft und ich habe keinen Bock, die ganze Zeit hin und her zu wechseln. Für was denn? Ja, keine Ahnung, wofür ich diese Webcam oft brauche. Deswegen habe ich und dann habe ich gesagt: „Weißt du was, ich habe da mal geguckt, wie viel kosten andere Webcams?“
Und du findest halt normale Webcams primär nur und nicht mit Weitwinkel, gibt's auch, aber ist dann auch wieder preislich ein bisschen anders. Dann habe ich gesagt: „Weißt du was, ganz ehrlich, dann kaufe ich die einfach.“ Die hat auch einen schönen Stand, ne? Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre, dass man die vom Stand abnehmen könnte und einen Clipper dran machen kann, also, dass man die auf auf'n Mhm. Monitor oder auf auf'n Fernseher packen kann. Ja, das wäre cool. Meiner Nitpick ist jetzt auch nicht dramatisch, aber das wäre noch cool gewesen. Aber ansonsten, ja, bin ich ganz zufrieden. Ich freue mich, Game Chat auszuprobieren, wenn es soweit ist. Vor allem mit Jamboree auch die Funktionalitäten, diese Minispiele, weil ich habe damals iToy geliebt, ich gebe es zu. Ich habe iToy auf der PlayStation 2 verdammt viel gespielt, weil Wer ich's hat geil iToy fand. nicht geliebt? Ja, und deswegen freue ich mich da drauf und ich hoffe, es kommt mehr solcher Spiele mit so einfach davor rumhüpfen. Es ist keine Kinect, ähm, aber das ist, was auch 'n Vorteil ist, ne, weil man kann jede Webcam anschließen und die Technik, ich denke mal auch durch den Nvidia-Chip funktioniert dadurch sehr gut. Bringt 'n paar mehr so iToy-Spiele raus. Für 'n 20 oder so was, haut das Ja, raus. Ich habe ja, voll das wäre Bock cool. drauf. So Partyspiele mit Bewegung. Leute, geil. Und so was geht hier Jamboree live geht hier in die Richtung. Ich freue mich. Ich würde mir 'n neues Wario World wünschen. Oh, Ja, mit ja, Bewegung. Oh ja, das wäre geil. das wäre wirklich geil. Nicht Wario Land, WarioWare meinst du, Ja, ne? ich meine Die WarioWare, sorry. Minispiele, ne? Ja, Und ja, dann ja. mit Bewegung. Oh mein Das Gott, wäre super. das wäre wirklich geil. Ja, Nintendo. Neues WarioWare kombiniert mit der Nein, das ist Kamera. viel zu geil, das wird niemals kommen. Ja, also das so, würde ich sagen, so als Erweiterung von der Hardware so zum Übergang zu den Spielen. Was hast du denn schon so gespielt? Was hast Ja, du denn so Ja, an Unterschieden erzähl gemerkt? doch mal. also, gespielt habe ich, natürlich Mario Kart World. Geiles Spiel, keine 80, 90 € wert. Ich habe es im Bundle gekauft für 40 € definitiv okay. Es ist einfach zu wenig Content, das schon mal vorweg. Aber es ist ein gutes Spiel. Es ist, finde ich, nur nicht den Preis wert. Hätten sie es für Mhm. 60 € normal rausgehauen, fände ich vernünftiger. Und dann gerne auch noch ein DLC hinterher. Aber wir alle wissen, es wird noch DLCs kommen und das finde ich jetzt schon eine Frechheit, weil das wird passieren, das wissen wir. Das muss wirklich nicht sein. Deswegen jeder, der Interesse an Mario Kart World hat, kauft es einfach im Bundle. Es ist keine 80 beziehungsweise 90 € wert. So. Aber, genau, das Spiel, guckt euch das Gameplay an. Es ist ein super gutes Mario Kart geworden. Das Grinden tatsächlich habe ich teilweise Kritik gehört. Ich finde, es ist ein super cooles neues Feature, dass man jetzt man kann grinden an so Stangen und sowas oder auf Bahntracks. Man kann auch Wandsprünge machen und so hin und her hüpfen. Ist sehr, sehr cool. Auch die P-Challenges und sowas machen Spaß. Open World technisch sollte man aber nicht mehr erwarten, außer diese P-Challenges. Aber die Rennen selber sind cool. Ich muss auch sagen, dass man jetzt von Rennen zu Rennen fährt, ist so geil, weil du hast viel mehr Variation dadurch. Also auch wenn es immer die gleichen Strecken sind, aber du hast nicht einfach immer nur dreimal das Gleiche, sondern es funktioniert so: Man hat das erste Rennen, 3 Runden, ganz klassisch. Und dann geht's los, dass du fährst dann von dem einen Schauplatz zum nächsten und bei dem eigentlichen Schauplatz fährst du nur eine Runde. Und das kommt in der Zeit aber ungefähr so hin, als ob du ganz normal 4 mal 3 Runden oder sowas fährst. Und das fühlt sich so viel besser an, als immer nur diesen Rund man kann auch Rundkurs Mhm. fahren, das geht auch, aber der Grand Prix ist jetzt so aufgebaut, ich finde, es ist 'ne schöne Abwechslung. Und wenn man's klassisch will, es gibt ja auch immer noch Mario Kart 8 Deluxe, ne? Aber wenn man das Neuere will, finde ich, ist 'ne sehr, sehr schöne Idee, sehr schöne Ergänzung. Ähm, War halt, ich sage mal, der Abfall des Open World wahrscheinlich oder die Open World war der Abfall dieses Modus. Ich habe keine Ahnung, wie rum. Das aber eins von beiden wird's wohl gewesen sein, aber das funktioniert gut, das funktioniert geil. K.O.-Modus, K.O.-Turnier habe ich noch nicht gespielt, aber der wird Bombe sein, das weiß ich jetzt schon, weil ich liebe solche Modi. Ich habe mich aber erst mal 'n bisschen auf Grand Prix konzentriert. Und dann habe ich schon andere Spiele gespielt, vor allem, das habe ich grad hier auch liegen, Echoes of Wisdom und Link's Awakening, weil diese beiden Spiele sind auf der Switch unspielbar. Das ist einfach so. Die haben harte Frame Drops. Echoes of Wisdom, wenn ich mich richtig erinnere, war 'n bisschen besser. Ich habe es halt nicht lange auf der Switch gespielt, dann woanders. Aber die beiden, das lief nicht gut auf der Switch, weil die haben sehr harte FPS-Drops gehabt und du hattest 'n sehr unstetes Bild. Also, ich konnte es tatsächlich nicht gut spielen dadurch. Butterweich bis jetzt auf der Switch 2. Massives Upgrade, finde ich toll. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch direkt 'n Day One Upgrade bekommen, weil diese Spiele hatten es bitter notwendig. Das ist toll, ich freue mich schon drauf. Ich habe die Nintendo Switch 2 Upgrades der anderen beiden Zelda-Spiele gespielt. Geil, ne? Das läuft richtig schön flüssig, 4K, es sieht knackig aus.
alles top. Ich habe das HDR auf dem OLED noch nicht probiert, das muss ich auch noch machen. Ich habe es jetzt nur auf dem großen Fernseher mit 4K mit meinem IPS probiert. Aber super geil. Also das, was ich an Upgrades gespielt habe, funktioniert. Backwards Compatibility habe ich noch nicht so viel gespielt, nur Super Mario Party Jamboree, weil ich ja dachte, die Erweiterung kam Day One raus, aber sie kommt erst nächsten Monat raus. Aber das hat auch funktioniert. Ich würde sagen, so im Großen und Ganzen, das läuft wirklich super. Es gibt noch ein paar Probleme bei der Backwards Compatibility. Da gibt es auch sehr interessante YouTube-Videos, wo schon probiert wurde. Das, was du meinst mit dem Screen-Tearing, ist ja bei Borderlands 3. Borderlands 3 kannst du mittlerweile auf der Switch 2 auch nicht mehr kaufen. Ich glaube, sie haben es deswegen rausgenommen. Mhm. Weil du kannst auf der Switch 2 keine Switch 1 Spiele kaufen, die nicht offiziell unterstützt werden. Ja, aber es gibt ja auch noch mehr Probleme. Also ich habe gelesen, Pikmin 3 zum Beispiel hat Flackern, auch ein paar Abstürze gehabt. Zumindest haben sie offiziell gesagt, dass es ein Patch dafür geben wird. Und das Super Smash Bros. Ultimate mit Mii-Fightern stürzt ab. Echt? Das habe ich noch nicht Mhm. ausprobiert. Also, ich habe auch Ultimate hier, aber ich habe das noch nicht getestet. Ja, musst du mal machen. Also, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist zwischen Switch 1 und Switch 2, Mhm. wenn die miteinander spielen, aber ich sollte auf jeden Fall Aber das sind, glaube behoben ich, werden, alles Sachen. hoffentlich. Ja, ich glaube, das sind alles Sachen. Ich glaube, man wird jetzt auch viel Testing mit den Spielern betreiben. Finde ich, ist auch okay, weil wir haben hier einen massiven Katalog an Spielen mit sehr vielen unterschiedlichen Kombinationen, wie sowas gerade mit den Mii-Fightern zwischen Switch 1 und Switch 2. Ob man das in der Masse, wenn man alles irgendwie mal durchtesten musste, so weit getestet hat, ist. Ich finde, das kann man Nintendo noch verzeihen. Ähm, Finde ich schon. Also, ich finde schon, weil das ist 'ne massive Aufgabe, so 'ne Backwards Compatibility herzustellen. Es ist das erste Mal, dass Nintendo auch nicht darauf zurückgreift, den Originalchip Ja. der Vorgängerkonsole reinzubauen. Das war ja sonst immer, wie sie's gemacht haben. Ähm, und das ist halt 'n Riesenakt und das war auch bei der Konkurrenz ging das auch über Monate. Ich finde, das ist okay, weil willst du den Release der neuen Konsole nur deswegen verschieben, weil ein Teil der Spiele, noch nicht mal der Großteil, sondern nur ein Teil der Spiele nicht ganz sauber funktioniert. Ich glaube, dann töten dich die Konsumenten. Wenn du deswegen Ja, anfängst, den ist Release um halt die 6 Frage, Monate nach ne? hinten zu schieben. Hey Leute, unsere Konsole ist fertig, aber die Backwards Compatibility funktioniert so bei 100 Spielen noch nicht und davon interessieren euch eh nur 5, weil der Rest irgendwelche Shovelware ist oder so. Dann laufen die Ja gut, Leute aber richtig Sturm. das kann ich noch verstehen. Aber solche kleinen Sachen wie jetzt das mit den Mii-Fightern, ich bin mir sicher, da hatten sie genug Zeit, das zu testen. Ist halt die Frage, ich weiß nicht, wie der Q&A-Prozess da ablief. Und das weißt du Scheinbar wahrscheinlich gar auch nicht. nicht. Ja, das glaube ich nicht. Also, sie haben ja schon ordentlich getestet. Aber all die Probleme, die werden definitiv noch also zumindest bei den First-Party-Titeln wird das alles gelöst. Die Frage ist, wie es bei den Third-Party-Titeln ist. Das müssen Ja. halt die Hersteller selber machen. Aber grundsätzlich die machen ja Translation Layer, nennen sie's, glaube ich. Also, sie gehen hin und, ähm, übersetzen das quasi live, f Mhm. für um das zu verarbeiten, wie die Switch 1 es verarbeitet hat. Ist, denke ich mal, auch relativ leicht, weil das beides auf der gleichen Architektur basiert. Ähm, und es gibt auf jeden Fall 'n guten FPS-Boost und vor allem und das habe ich, glaube ich, bei uns im Podcast noch nie gesagt, aber ich sage es trotzdem seit Jahren. Spieleentwickler, haut standardmäßig 'n Uncapped Framerate Mode rein. Seitdem wir diese Upgrade-Konsolen haben, ist das echt wichtig geworden, weil die ganzen Spiele, die jetzt so 'n Uncapped Framerate haben, laufen halt mit 60 FPS ohne Probleme auf der Switch 2. Ja. Das ist ach, und Nintendo könnte eine Sache noch machen. Mhm. Bitte stellt ein, dass im Handheld-Modus Switch 1 Spiele als docked erkannt werden. Weil das ist, finde ich, 'n großes Im Handheld Problem. Also, du hast ja Okay. die Switch unterscheidet ja zwischen Handheld und Docked Mode. ja. Im Handheld Mode hast du meistens, 'ne geringere Auflösung, geringere Framerate und so was, weil sie da nicht so viel Strom verbraucht. Ist ja auch sinnig. Die Switch 2 ist ja aber so powerful, die kann ja ohne Probleme Switch 1 Spiele im Docked Mode mit, weniger Strom darstellen.
als die Ja. Switch 1 damals. Was auch wichtig ist, weil wir haben 'n größeres Display, wir haben 1080p statt 720p und du hast halt dann Spiele, ich glaube Xenoblade Chronicles zum Beispiel, läuft dann auf 540p oder drunter auf 'nem Full HD Display, weil es halt der Handheld-Mode ist. Oh, ja. Also, Ja, die das sollt ist das, Ja, sollte durchaus möglich sein, dass das ja, erkannt wird. definitiv. definitiv, ja. Deswegen, das wäre noch 'ne Ähm, schöne Ergänzung. ja. Wie sieht's aus mit, Patches? Ich, habe jetzt gelesen, für Day One, blockiert das Spielstart ohne Internet, weil du auf jeden Fall so 'n Patch brauchst. Ich habe gelesen, du sollst unbedingt deine Joy-Cons, updaten. Da ist wohl irgendwas. Ich habe halt direkt mit'm Internet verbunden, kann ich nicht beurteilen. Ah, okay. Ich habe aber gesehen, dass Switch 1 Spiele funktioniert haben wohl ohne den Patch. Okay. Aber Switch 2 Mhm. Spiele glaube ich nicht. Ja. Und, Tears of Kingdom haben sich wohl einige beschwert, dass es einfach gepatcht wurde auf, die neuere Version, Ne, ohne ich musste das gefragt zu explizit. werden. Das ist tatsächlich lustig. Also, ich musste das explizit auswählen, Mhm. und das war dann cool, weil ich habe das dann ausgewählt und dann wurde das Vorschaubild hat sich dann so geupdatet auf Nintendo Switch 2 Edition. Also, ich wurde nicht geforst. Ich musste Okay, aktiv darauf gehen und das runterladen. okay. Weil da, im Zuge dessen haben auch die ganzen Speedrunner jetzt irgendwie wohl Aber du kannst es auch einfach Sorge. deinstallieren. Also, das ist 'ne Ja, ja, genau, separate das wollte ich gerade Einheit. sagen. Die haben jetzt wohl Sorge, dass es, keinen Zugang zu ungepatchten Versionen gibt, um Speedruns zu machen. Aber das würde mich wundern, weil das ist ja also, das Ding kann sein, dass das bei den Zeldas ist, weil das heißt ja keine Nintendo Switch 2 Edition, sondern es gab 'n gratis Update dafür. Mhm. Bei Tears of the Kingdom und Breath of the Wild ist das aber etwas, was du kaufen musst. Außer du hast Nintendo Switch Online, dann kriegst du's gratis, aber du musst es trotzdem, also, es ist aber quasi wie ein DLC, den du aktiv installieren musst und aktivieren. Deswegen kann ich mir Mhm. jetzt eigentlich nicht vorstellen. Würde mich wundern. Okay. Weil wenn jemand das nicht kauft, dann hat er halt die Version nicht. Also, wäre 'n bisschen komisch, wenn man's dann nicht so spielt, also, wenn die dann nicht mehr Ja, ja, spielen klar. dürfen, so mit: „Ja, du musst die 10 € bez“, ich meine, es ist Nintendo, das könnte passieren, aber Man weiß es nicht, ne? Ja, ja. ansonsten Spiele und, Versionen kaufen, Cartridges. Wie sieht's da aus? Also, ich habe jetzt keine Switch 2 Cartridge, weil im Bundle war's ja digital. Mhm. Switch 1 Cartridge funktioniert wunderbar, ohne Probleme. Was halt jetzt neu ist, dass die Online-Titel, die man gekauft hat, sind jetzt virtuelle Karten, die man in eine Konsole reinsteckt und man kann die an Familienmitglieder verleihen. Das finde ich ganz cool. Das ist Ja, echt mal 'ne coole Sache. Aber ich da glaube haben auch nur sie für 14 Tage oder so, ne? Ja, ich glaube, es gibt 'ne zeitliche Begrenzung. Ich habe es noch nicht die zeitliche getestet. Begrenzung ist 14 Tage. Ich finde es 'n bisschen wenig, aber es ist immer noch besser als nichts. Aber ich glaube, du Das ist auch kannst es gut so. danach doch wieder neu ausleihen. Ja, kannst du. Danach könntest du's einfach theoretisch neu Ja, ausleihen. Es geht halt nur also darum, dass du halt nicht die Spiele, glaube ich, weiterverkaufst oder so. nein, es geht darum, dass du nicht gleichzeitig spielst. Oder das auch, ja, natürlich. Ja. Aber Und ich Ja, damit meine, ich dann fände könntest du halt die theoretisch unlimited weitergeben und dann ja, kannst du zwar nicht spielen, bis du's wieder zurückbekommst. Oder als du Besitzer bräuchtest hätte ich 'n gerne die Möglichkeit zu sagen, 'ne Woche, 4 Wochen. ganz ehrlich, das wäre gut, aber Unlimited finde ich ganz gut, wenn's, nicht so ist, weil was ist, wenn du das verleihst, dann geht irgendwie deine Switch kaputt und, holst dann 'ne neue Switch, dann gibt's da irgendwelche Probleme oder so. Keine Ahnung, es gibt komische Konstellationen bei Nintendo, glaub mir, was Ja, ja, klar. Accounts Aber auf dann Konsolen könnte ich mir angeht. vorstellen, Und da geht's es immer gibt wieder zurück einen Account. zumindest. Ja, ja, klar. Aber dann würde ich mir vorstellen, es gibt einen Account, wo alle deine Spiele gespeichert sind. Du verleihst es geht nicht verloren. Und wenn er es dir nicht irgendwie zurückgeben kann, will, weiß Dass ich, du's dann müsstest du es forcen forcen musst, können. ja. Ja. Oder so was als Alternative. Aber ich meine, und selbst wenn man alle 14 Tage mal verlängert, finde ich, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde die Funktion grundsätzlich super. Es geht halt nur an Familienmitglieder, finde ich, ist auch okay, ja? Also, man muss halt dann Nintendo Switch Online haben und die Person in der Familie. Ja. Äh, Finde ich, ist aber in Ordnung, weil damit kontrollieren sie halt schon, dass das klappt. Und dass das 'ne virtuelle Karte ist, verstehe ich auch, weil sonst kannst du's ja ausleihen, gehst aus'm
Internet raus oder wenn du einfach nur Zugriff auf die Familienbibliothek gibst, ne? Wie bei Steam oder Mhm. so ist. Dann hat man Zugriff und dann gehen beide offline und können dann lokal zusammen spielen. Das wollen die halt damit verhindern, ne? Ja, klar. Ja. Gut, aber ich würde mir wünschen, dass ich es jetzt auch an Freunde weitergeben könnte, weil warum auch nicht? Ich weiß halt nicht, wie das Familiending, ich habe das nie benutzt. Ich weiß halt nicht, ob du da, Keine selbe 'ne Adresse. Restriktion hast. Nein, kannst du einfach also 8 Leute ist das Maximum, Also aber du doch. es ist achso, ich dachte, du meinst Restriktion wie mit nur derselbe Haushalt, wie es bei Spotify und Netflix ist. Ne, aber 8 Leute, erstens gibt's auch Familien, die größer sind. Gut, da hat jetzt vielleicht nicht jeder seine eigene Nicht Switch. jede, ja. Aber ja. Aber ja, wie Michi grad gesagt hat, ich möchte vielleicht doch einfach an meine Freunde verleihen, und es mag Leute geben, die so viele Freunde haben, die alle 'ne eigene Switch haben. Ja, da kann man definitiv auch noch drüber streiten, da gibt's bessere Umsetzungsmöglichkeiten, aber es ist immerhin etwas, finde Ja, wie ich, gesagt, ne? ich finde, das Verleihen geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist eine Sache, die halt vorher in dem Maße überhaupt nicht ging, funktioniert jetzt und, in 'nem gewissen Rahmen. Und vor allem, sie sind die einzigen, die das in der Form bei den Konsolen machen. Ja, Also, ich ich finde weiß das nicht, auch positiv. Ich ja, wollte nur sagen, es Ja, ja, ich hätte geht besser. trotzdem gerne mehr. es geht ein Stück besser, ja. Ja. Und, sie haben ja jetzt auch manche Spiele einfach nur die Cartridge, wo ein Download-Code oder so dabei Ja, das ist. finde ich Das auch ist halt ein da bisschen komisch. also, dann lass halt auch die Cartridge weg. Ja. Ja gut, Moment, die Cartridge ist immer ein bisschen besser, wie es auf'm Computer bei dem Übergang, wo es noch physisch gab, aber nur der Steam Key drin war, was so sinnlos war, ähm, Ja. wo dann ja trotzdem 'ne Disk drin war, also wo man trotzdem produziert hat, statt einfach nur irgendwie physisch diesen Key zu kaufen. Was da sinnvoll ist, du kannst das Spiel halt weiterverkaufen oder verleihen, physisch. Also, ich finde, das ist schon noch Es mal 'n ist schon 'n Unterschied. bisschen besser, aber es wäre auch noch besser, wenn wir einfach normale Cartridges verkaufen würden. Das Also, der Grund, warum das der Fall ist, dass erstens die Cartridges sind tatsächlich teuer. Ich glaube, was war das? Es wird so geschätzt tatsächlich $15 für die Hersteller selber oder 10 bis $15 oder so was. Deswegen ja auch Mario Kart, also, warum auch Nintendo ja auch höhere Preise verlangt jetzt für das Physische. Ähm, Weil das halt so schnell sein muss, damit die Switch das verarbeiten kann, weil Cartridges sind halt teuer. Discs sind günstig, also auch für Xbox und PlayStation, das ist Mhm. günstiger, 'n gutes Stück. Wir haben halt das gleiche Problem wie damals mit'm N64. N64-Spiele waren auch teurer, weil diese scheiß Cartridges so viel gekostet haben. Das haben wir Ja, I jetzt wieder get bei it, der aber ich Switch. möchte die So, Möglichkeit haben, die Cartridge zu kaufen, dass es mir j überhaupt physisch möglich ist. ja, aber da Ja, ja, teilweise genau. kannst du es nicht, weil die Spiele auch zu groß sind, weil 64 Gigabyte ist, glaube ich, das Maximum. Ja gut, Ja, das ist ja dann gut. schon wieder 'n anderes Problem. Dann müssen sie sich 'n anderes Distribution Konzept ausdenken. Haben sie ja, das, was du grade kritisierst. Ich Wenn Ja, rede ich ja, dir von gut, wi einer aber physischen Möglichkeit, mein Spiel Ja. zu spielen. es gibt ja, was weiß ich, ja gut, aber dann ist die Storage-Variante wahrscheinlich dann zu teuer, wenn du dann Ja. anfängst mit MicroSD-Karten oder so. Aber ich würde es einfach weglassen und die virtuelle Sachen verkaufbar machen. Ja, wenn du's komplett weglässt, dann musst du dir halt überlegen, ja, wie du das virtuell so regelst, ja, dass es eben nicht nur 'ne Lizenz ist. Ja. Ja gut, Aber also ich jedes denke Spiel, eher, auch 'ne die ph auch 'n physisches Spiel ist nur 'ne Lizenz, ne? ich kann's aber in der Regel spielen, ohne online zu sein, und Ja, aber es ist rechtlich gesehen trotzdem 'ne Lizenz, deswegen. Und das ja, es der geht ja, der ne? Hersteller kommt aber nicht zu mir nach Hause und nimmt mir die Cartridge weg. Da wäre ich mir bei Nintendo nicht sicher, Bei also. manchen, das, ja, genau. Sie können es versuchen. In Europa werden sie's wahrscheinlich nicht machen, aber in Amerika, wer weiß. Wenn da die Konsole gebrickt wird, wird direkt auch irgendwie, irgendwelche Agents geschickt und vielleicht Ja, sogar Eis, um zu in gucken, Europa ob du können sie's illegal rechtlich nicht bist. machen, und in Amerika können sie's nicht machen wegen Stand Your Ground. Da wird der Nintendo-Mann aber ganz schnell Werden die vom einfach über den Haufen Nintendo hat Stand geschossen. Your Ground, was Cartridge angeht. Nein, ich persönlich finde es nicht so schlimm. Ja, dein Punkt ist halt eben, ich will es rein physisch nur spielen. Ähm, Nein, ich in möchte rein Zeiten physisch es spielen können. Ich habe nicht gesagt, dass ich das wirklich tun möchte, aber ich möchte es können dürfen. aber auch in Zeiten von Day-One-Patches ist es sowieso. Ich weiß Alternativ, ich nicht, finde es auch also okay, wenn's ausschließlich digital ist, aber dann nicht Das so, fände wie ich es jetzt schlimmer. ist. Nein, das fände ich schlimmer, weil dann hast du eben nicht die Keine Möglichkeit Ahnung, zu ist meine sagen. Steam-Bibliothek halt auch.
Ja, und, ich verstehe bis heute nicht, warum Steam, also, ich finde Steam auch gut, aber sie haben das geforst halt auf dem PC, dass es nur noch das Ja, gibt. Aber das ist 'n anderes Thema. Aber der Punkt mit der Keycard ist halt, ähm, es gibt viele Leute, die gerne auch ihr Sp die kaufen 'n Spiel und verkaufen es dann auch weiter. Und damit können sie das überhaupt finanzieren, auch mehr Spiele zu spielen. Wenn es nur rein digital ist, geht das nicht mehr. das ist der Punkt. Das ist ja das, was Ja, ich eben auch gesagt habe. Das müsste dann man dann ermöglichen. Das ist ja auch das kann mir ja Wenn du keiner das erzählen, dass das ermöglicht wenn du das ermöglicht, digital Spiele zu verkaufen, wäre spannend. Das wäre 'n schönes das soziales Experiment. das würde halt so viele Probleme wirklich beheben. Es gibt haufenweise, also auch auf Steam, wenn wir darauf zurückgreifen. Es gibt so viele Spiele, die ich wahrscheinlich gar nicht mehr spielen will. Oder ich möchte es einfach jemandem anders geben, weil ich da keinen Bock drauf habe oder was weiß ich. Geht da nicht. Du darfst ja theoretisch, das ist aber wieder ein anderes Thema, du darfst ja deinen Steam-Account nicht mal weitergeben, wenn du stirbst oder so. Ja, ja. ist ein bisschen fragwürdig alles. Vielleicht wird es auch mal irgendwann aufgelockert, aber Ich sage ja auch nicht, dass ich davon ausgehe, dass es in Zukunft so sein wird, dass es ja dass 'ne Art, wie soll ich sagen, Steam Supermarket, oder Flea Market eröffnet wird, wo jeder dann sich gegenseitig die Spiele verkaufen kann. Ich gehe nicht davon aus, dass es passiert, aber ich darf ja wohl trotzdem sagen, dass ich das gerne so hätte, weil ich es nicht richtig Ja, finde, so wie es natürlich. jetzt ist. das wäre schön, ja. Ich finde es halt Und dasselbe würde unrealistisch, ich mir weil natürlich von Nintendo auch wünschen. ich finde es unrealistisch, weil ich glaube, dann gehen tatsächlich die Verkaufszahlen ganz schön in den Keller für die Ich habe Spiele. gerade eben gesagt, mir ist klar, dass es nicht Ja. passieren wird. Aber solange ich mir nichts Besseres wünsche von 'nem Produzenten, wird es eben auch niemals eintreten, dass irgendetwas Schönes passiert. Weil dann gibt's nur noch Arschlochkameras, die zwar schön aussehen, aber wo drinnen Ne, aber 'ne es Kartoffel das mit 'nem ist Mikrochip steckt. ausnahmsweise nicht Nintendo schuld, wie gesagt, Tori. Aber ja, ich finde Nintendo hat es GameCube lizenziert, ja? ja, das Das Design, ist 'n Lizenzprodukt. ja. Die hätten auch sagen können: „Macht da 'ne vernünftige Kamera rein, dann dürft ihr das auch machen." Hätten sie. Wenn Ja, ich 'ne vernünftige hätten sie. Firma wäre, hätte ich gesagt: „Ich gebe meine Lizenz nur für geile Scheiße her, nicht für euren Schrott." Also, Nintendo has fallen spätestens seit, der eShop vollgemüllt ist. Also, mein Anspruch ist schon gesunken. Der Satz hätte aufhören können: „Nintendo has fallen spätestens seit der eShop." Punkt. Ja, ich meine, der eShop ist ja so scheiße, weil er so überlaufen ist mit Müll, ne? Das ist nicht das einzige Problem des eShops, aber ja. Wenn du auf die Performance, eingehst, der eShop läuft super Die auf der Switch, Performance ja. ist 'n Problem, aber das ist jetzt nix, weswegen ich sagen würde: „Nintendo has fallen." Aber Aber st Nintendos gesamte Online-Präsenz, empfinde ich als sehr fragwürdig. Und Performance kommt da Generelle ganz weit unten auf der Präsenz Liste. finde ich fragwürdig. ja, aber den eShop, Der Aktienrückgang von Nintendo war, glaube ich, bei 7% oder so. die Also, Aktie Tut ist weh. doch grade hochgegangen. ja, ja, ich meinte jetzt, mit dem ganzen Problem die letzten Tage. Es kann sein, dass es jetzt wieder hochgegangen ist, ja. Moment, Ähm, weil es verkauft sich ja Kann trotzdem natürlich auch gut. sein, dass es, nach der, Präsentation war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, Was mich wundert, weil es ist ja, wie gesagt, die Leute kaufen's 7% dann. finde ich auch heftig. Soweit ich ja. weiß, sind sie grade auf'm All-Time-High, ne? Aber wie gesagt, ja, also, ich verstehe deine Kritik. Ich finde, für das, was es ist, ist es okay. Sie bieten immer 'ne Möglichkeit, dass man's gebraucht weiterverkaufen kann, statt nur digital. Weil wie gesagt, das ist halt sehr, sehr unrealistisch einfach, weil es wäre schön, wenn's so wäre, dass man digital weiterverkaufen würde. Es ist nicht so, dass ich das ablehne. Ja. Ich halte es nur nicht für realistisch, weil Das ist dann nicht so, dass ich behauptet hätte, dass das realistisch ne, ist. ne, ja, aber weil du dich so über diese Keycards aufregst, also, Ja, ich finde die so überflüssig, dann lass das Ding ja. ne, wie gesagt, ich finde es nicht überflüssig, weil man's dann noch weiterverkaufen kann. Das Aber du ist hast halt nicht ein wirklich, also, wenn ich jetzt damals 'ne Spielebox gekauft habe, da habe ich tatsächlich was in der Hand gehabt. Hier habe ich halt nur so 'ne leere Plastikhülle. Ja gut, die wieso leeren hä? Plastikhüllen, die sind Nein, sowieso schon seit Jahren du ein hast Dorn in meinem Auge. wie kommst du auf die leere Plastikhülle? Also, du hast ja trotzdem deine Ja, aber Cartridge. du hast halt nichts wirklich auf dem Ding drauf, außer diesen Key. Ja, ja, okay, aber das ist jetzt mal zumindest mal haptisch ja kein Unterschied. Ja, schon. Aber es gibt halt Leute, die haben da Aber geschmacklich schon vielleicht, hat das einen schon einer Ja, probiert? das wäre spannend. Ich habe Ja, tatsächlich noch nie 'ne physische
Spiele haben da halt so als Besitzobjekt dann nicht mehr so den Wert, finde ich. Vielleicht. Also kann natürlich, Es ist halt immer jemand anders sehen. ja. Ja. Es ist halt wieder, wie gesagt, diese N64-Thematik, nur dass wir jetzt auch Online-Möglichkeit haben und die Hersteller quasi auch die Möglichkeit bekommen zu sagen: „Ey, ihr könnt statt den Preis für die teure Cartridge könnt ihr so 'ne günstige, wo der einfach nur quasi ein wortwörtlicher Lizenzkey, es ist 'n wortwörtlicher Schlüssel.“ Ja. Apropos N64. Retro-Klassiker wäre doch schon auch was richtig Gutes. Haben sie doch. Jetzt ja, Hm? ja, Wind Waker leckt. Ja. Wind Waker leckt. Also, es ist nicht komplett unspielbar, aber also, dann hätten sie 'n Release verschieben sollen, bis sie da das angepasst haben. Also, das ist so also, wie gesagt, es ist spielbar, aber Wind Waker über GameCube-Emulation auf der Switch 2 ist halt da ist so 'n minimaler Lag drin, den du halt noch spürst. Also, nicht, dass du sagst: „Ich kann's gar nicht spielen“, aber du spürst es und es ist halt keine gute Spielerfahrung, weil's nicht gut responsive ist. Ich wette, man kann das Spiel super durchspielen, ohne Probleme, aber es wird sich halt nicht gut anfühlen und wofür spiele ich das dann? Ich habe parallel dann die Wii U noch mal ausgepackt, dann da läuft ja GameCube nativ drauf, Wind Waker dann nativ aufm GameCube gespielt. Es ist halt schon, ja, einfach besser dann. Aber aber es geht auch, jetzt hauptsächlich so was wie Emulatoren und so was. Und, ich habe ja vorhin die News auch reingepostet mit diesem Hack. Mhm. Ich meine, der macht jetzt erst mal gar nichts so wirklich, Ja, aber es ist ja halt, schon gut. Vielleicht kommt da ja was, von der Community. ich hoffe. Aber Nintendo könnte da halt von seiner Seite aus irgendwie was machen, finde ich. Ja, das wäre schön, ne? Es wäre schön, wenn Nintendo das machen würde, aber machen sie nicht. Und warum? Keine Ahnung. Also, auch warum sie uns keine Keiner weiß Mods es. oder so was geben, aber das ist ja allgemein bei den Konsolenherstellern. Obwohl, warum keine also, ich verstehe es, aber ich finde es nicht gut. Warum die sich dagegen so extrem wehren, ist ja eigentlich, damit die Konsole nicht geknackt wird, ne? Microsoft hat's ja ganz Nun klug wird's ja gemacht. trotzdem. Ja, aber später. Und es ist komplexer. Microsoft hat's ja ganz klug gemacht. Microsoft bringt einfach alle ihre Spiele auf PC raus. Das heißt, es juckt keinen und niemand will diese Konsole cracken. Wenn man jetzt Piraterie betreiben will, kann man ja einfach das auf dem PC machen. Und sie haben sich ja geöffnet. Du kannst ja tatsächlich Emulatoren auch auf Xbox laden, über Mhm. UWP-Apps und sowas. Das funktioniert ja tatsächlich, lustigerweise. Die Xbox ist ja 'ne sehr gute Emulationsmaschine, aber man kann da Homebrew quasi einfach selber für entwickeln. Wäre schön, wenn's bei Nintendo auch so wäre. Was Microsoft ja nur bedingt zulässt, sind Mods auf Spielen, aber es kommt auch mehr. Auch hier, bitte, bitte, Nintendo, gebt uns Mods, damit ich Tears of the Kingdom und Breath of the Wild modden kann, ohne eure Konsole zu jailbreaken. Damit könnt ihr Jailbreaks bekämpfen, indem ihr uns einfach diese Möglichkeit gibt. Du Ja, weißt, weil dass es das niemals eintreten wird. Ja, weil's Nintendo ist und Nintendo irgendwie Ja, weil's so Nintendo ist. die sind so paranoid einfach. Ja, Ja, aber wenn sie das kontrollierter die sind machen die würden Spaßpolizei. Die ja, wirklich, könnten ne? die könnten 'n geschlossenes System entwickeln, das halt nur bestimmte Sachen zulässt. Ja, eben. Und damit könnten sie das kontrollieren, weil ich sage euch, Die können's auch Pi einfach öffnen, weil kein Mensch muss das kontrollieren. Warum musst du deine Community so kontrollieren? Gib denen doch einfach na, wie freu gesagt, dich doch darüber. um das Cracken zu verhindern, also, dass du keine Ja. illegalen Spiel das ist ja im Endeffekt das, worum's geht. Sie wollen nicht, dass Piraterie Überhand nimmt, weil das kann halt schon zu Umsatzeinbrüchen führen. Ähm, Aber ein Großteil der Community ist halt auch so drauf, dass es denen ums Modden geht und um Homebrew und nicht sie wollen jetzt, illegale Spiele draufziehen, die sie nicht Ein gekauft haben. Großteil der Menschheit, möchte ich sagen. Ich meine, das Problem haben ja nun andere auch. Und Ja. aber niemand ist da eben so, wie du schon sagst, paranoid, wie Nintendo es ist. Ja, genau. Aber Das es stimmt. es würde ihnen ja helfen, Eben. den Willen der Modder den Willen der Modder, die Konsole zu jailbreaken zu wollen, der geht ja weg, wenn sie einfach Mods installieren Es dürfen. hat noch nie einem Spieledesigner, äh, ja irgendwie negativ beeinträchtigt, wenn er sich seiner Community zugewandt hat, Mods zugelassen hat, sich mit der Community und ich meine und selbst obwohl Nintendo da so arschgeigig auftritt, ist die Modding-Community von allen Nintendo-Spielen ist also, grade also, alleine Pokémon, aber ich sehe es auch bei Zelda und
Es ist Ja, ich weil verstehe nicht, wie man sich da so hinstellen kann, sich so hart abwenden kann, die Leute ja sogar regelrecht kriminalisiert. das Ja. Problem ist halt, Nintendo, die Spiele sind hier auf der einen Seite, da Ja, ist alles ich weiß, alles geil Publisher und und hier ist Nintendo, die Firma an sich ja, und die ich ist weiß. halt 'n Shithole. Ich kann's nicht Ja, anders sagen. Ich bin 'n riesen Nintendo-Fan und ich habe vorhin schon gesagt, ne, dass Nintendo ist das notwendige Übel für Pokémon. Es ist auch für Mhm. Zelda das notwendige Übel. überleg mal, wie geil Pokémon und Zelda sein könnten ohne Nintendo. Also, Ja, ohne weiß ich jetzt Nintendo nicht. ja, Nein, ich meine ohne die Restriktionen, die Nintendo ja, Ja, dem das auferlegt. ohne dass definitiv. Nintendo so 'ne Arschfirma ist, weil Nintendo könnte so 'ne geile Firma sein, Ja. aber sie sind's halt nicht und das ist ja mittlerweile auch historisch gewachsen. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Ja, Ja. manchmal es gab immer, wenn's genug Pushback gab, haben sich Sachen geändert. Ich weiß noch damals, den Bann auf YouTube, dass du kein Nintendo-Spiel spielen Ja, ja, konntest. Let's Plays. Ähm, Let's Plays waren ja, verboten, außer du gehst in deren Monetarisierung rein. überleg mal. Also, es ist ja Verrückt. lächerlich. Das war damals lächerlich und heute im Rückblick ist es noch und ich Ja, denke, da klar. wird sich langfristig gesehen werden sich da Dinge ändern, aber halt im Schnitt 5 Jahre zu spät. Ja. Das haben die Ja. damals aus dem gleichen Grund gemacht, warum die sich bis heute so weigern. Sie haben ja damals gedacht, die Leute kaufen ihre Spiele dann nicht mehr, weil sie können die ja online Ja. gucken. So, what the fuck? Wisst ihr überhaupt, was Videospiele sind? Das ist wer dann nur guckt und es dann danach nicht kaufen wird, Der dann hätte ist es vorher das auch halt nicht auch kein gekauft oder gutes er hätte es Spiel. zurückgebracht. Ja, und das ist dann halt auch kein gutes Spiel, Leute. Also Das wirklich, ist ne? das ist genau das Gleiche mit der Piraterie, ne? Also, Ja, eigentlich sind die Verkaufszahlen höher, Ja, obwohl's ja, ja. Piraterie gibt. Aber ja, Und vor allem haben Studien belegt, dass Leute, die zum Beispiel Filme und Serien sich so irgendwo ziehen, im Schnitt auch viel mehr selber kaufen. Also ja, echte physische ja, plus Piraterie hat ja auch immer noch was mit Zugänglichkeit zu tun. Würde Nintendo zum ja, Beispiel aufm das PC kommt alles das kommt noch releasen, ne, dazu. dann w das wäre würde richtig gut. dann würde es ja auch Das gar wäre keine Emulatoren krass. geben, ja. Ja, also ich meine, ich bin ja sehr offen dafür, weil ich glaube, sie könnten trotzdem auch noch mit der Switch 2 immer noch ordentlich Kohle machen, selbst wenn aufm PC die Spiele releasen würden, ne? Definitiv. Hauen sie einfach Also, 'n ich will ja trotzdem Cross-Save rein. Ja. ich kaufe ja die Konsole, weil ich sie unterwegs nutzen kann. Genau, So, also ne? Dann hauen sie 'n Cross-Save einfach rein und dann würde sich nicht so oft definitiv die Konsolenverkäufe würden runtergehen. Aber was die an Geld mit Software machen würden aufm Ich Computer, wollte grad sagen, holy shit! es würde ja, der massiv Konsolenmarkt steigen. der Konsolenmarkt ist doch sowieso nicht der Markt, wo der größte Gewinn gemacht wird. Doch. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich Also, glaube, ich glaube, die Reihenfolge ist Handy, traurigerweise ja. Also Mhm. Mobile, Konsole, PC ist, glaube ich, die Reihe. Also, es kommt dann auch mal 'n bisschen aufs Genre nein, an, ich ne? rede von der Hardware. Ach so, ja, Auf jeden Fall, ja. aber Moment, das ist ja es ist ja auch so 'n bisschen also, muss man gucken. Es gibt Firmen, die subventionieren. Wollte ich grad Nintendo gehört sagen. nicht dazu. Nintendo hat noch nie ihre Konsolen subventioniert. Die haben schon immer mindestens auf null verkauft. Nein, das glaube ich schon, aber also, wenn du jetzt wenn du den Spielemarkt Nintendo jetzt einfach so für den PC öffnen würdest, Alter, kannst du dir den Geldregen vorstellen? Ja, Da kann ja. keine Konsole der Welt mithalten. Ne, wir haben Ja. auf'm Discord ja auch vor 'n paar Tagen geschrieben, wenn sie auch, die Emulatoren-Leute von Dolphin, Project 64 und so was, wenn sie die einkaufen würden, das kommerzialisieren, was ich nicht mal 'n Problem mit hätte, dann Wenn's 'n verkaufen sie richtigen irgendwie Emulator gäbe, wo du die mit ganzen Sachen einfach offiziellen machen könntest. Spielen. Ja, dann haust du die alten Spiele für 'n 10er bis 20er oder so was raus, darfst die aber ganz offiziell kaufen, darfst die ganz offiziell streamen, darfst die ganz offiziell modden, Das was das war ja glaubst du, schon mit so immer viel das Geld Problem. machen wird? Das war ja immer schon das Problem. Ich möchte bitte mein Geld auf euch draufwerfen, Ja. aber ihr lasst mich ja nicht. Ja, ja. Nintendo könnte noch sehr viel lernen. Aber noch mal zurück zur Switch 2, weil ich glaube, sollen wir uns mal so langsam dem Ende nähern. Jetzt haben wir viel Ja. länger gesprochen, als ich gedacht hätte. Was hatte ich am Anfang gesagt? Ah ja, 'ne halbe Stunde, Halbe Dreiviertelstunde Stunde, maximal. Ja, ja. Das wird d Ja, d aber die könn also jedem normalen Menschen war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass das Quatsch ist, Tristan. Ich Ja, dachte, wir können uns mal das zusammenreißen, aber nein. ne, das funktioniert nicht.
So, aber ich Aber würde hat Spaß sagen, gemacht. ja, mein Fazit für die Switch 2 ist auf jeden Fall, es ist toll. Der Preis ist zu hoch, das hatte ich nur mal so angedeutet, aber auch mal ganz allgemein, ich finde auch, der Preis ist zu hoch für das, was man bekommt. Ich fände, so 100 €, 80 € weniger wäre angebrachter gewesen. Aber ansonsten, wer das Geld hat und eine bessere Switch will, kauft sie. Ihr werdet glücklich. Ne, wer jetzt irgendwas Krasses erwartet, eine Revolution oder so, kauft's nicht. Ne? Erlaube mir an der Stelle, einen Satz einzuwerfen. Ich habe nämlich zwischendurch ich war auf Amazon und habe Rezensionen gelesen und da hat einer geschrieben, er hat 'ne sehr schöne Rezension geschrieben und ein kurzer Punkt schreibt er: „Der Preis, ein echter Endgegner. Für das, was geboten wird, ist der Preis der Switch 2 ein echter Endgegner, und zwar einer ohne Schwachpunktanzeige. Für den aktuellen UVP hätte man fast 2 alte Switches und einen Pizzaabend mit Mario bekommen." Klar Ja, Klar, sie das ist besser als der Vorgänger, aber ob das den Preissprung rechtfertigt, ist so fraglich wie der Online-Voice-Chat von Nintendo. Den muss ich noch ja. testen, ob der taugt, weil da bin ich gespannt. Also, da werde ich auch gerne 'n Update geben, auch aufm Discord. Hint, hint an die lieben Zuhörer, kommt doch auf unseren Discord. Das werde ich gerne noch updaten. Ich bin tatsächlich gespannt, weil von Switch 1 müssen wir ja gar nicht reden. Der ist Müll. Mal sehen, wie der Game Chat ist, ob sie im Jahre 2015, nicht 25 angekommen sind. Oder eher 2010. Ich meine, da gab es schon die ersten guten Voice Chats. Nintendo und Online ist echt so 'n Thema für sich. Aber ja, der Preis ist zu hoch. Es hätten 80 bis 100 € weniger sein sollen, weil 100 mein € hätte ich's Problem auch gekauft, ohne Probleme. 100 € weniger oder für 100 €? Für Für 100 100 € € hätte auf ich jeden 10 Fall. gekauft. Ne. Ne, 100 Ja, € weniger wären okay ja, gewesen. ne, und ist was mein Problem auch ist, ich finde, Konsolengaming ist spätestens jetzt auch 'n bisschen tot, weil die Preise sind so hoch. Konsole war immer so Mhm. das zugänglichste Mittel, ins Gaming reinzukommen. Was haben wir noch? Wir haben eigentlich nur noch die XSS, die Xbox Series S, die noch so halbwegs bezahlbar ist und selbst die ist im Preis gestiegen. Alles steigt nur noch im Preis, statt runterzugehen, wie's früher war. Das finde ich sehr schwierig, Ja. grade für 'ne Nintendo-Konsole, die als Zielgruppe auch stark Kinder hat. Was soll Hatte. das? Ja, hatte ab dem Punkt. Ja, ich hatte mit meinem Neffen darüber gesprochen, und habe dem auch erzählt, wo ich die vorbestellt habe und der so: „Was, echt? Die ist doch so teuer." Ich so: „Ja gut, ich habe das Geld." Und er so: „Ja, ich nicht." Ja, weil er ein Kind ist, so, ne, mit 2 Geschwistern, und meine Schwester wird jetzt nicht für ihn dann irgendwie 'ne Switch 2 kaufen, weil es ist ja auch so 'ne individuelle Konsole. Es ist ja, du kannst die im Wohnzimmer haben, aber irgendwo ist es auch 'ne individuelle Konsole, weil's so handheldmäßig ist, ne? Das habe ich schon das Ja, erste Mal gesagt, als wir über die Switch schwierig, gesprochen haben, schwierig, dass ich's ne? schade finde, dass sie Ja, halt für ich stimme dir Familien auch nicht mehr zu. zugänglich ist. Ja, Ja. ich stimme dir auch zu. Also, das ist sehr schade. Was aber noch positiv ist, zumindest für Familien, die vielleicht upgraden und alte Switche haben, Game-Share-Funktion. Die konnte ich jetzt habe ich jetzt noch nicht getestet, aber das ist zumindest cool, dass du dann Switch 2 Spiele mit der Switch 1 spielst, über die Switch 2 quasi. Und das ja so Ja, übers Game-Share. Das ist wieder was Cooles, aber das wiegt es halt nicht auf. Auf ja. Ne. keinen Fall. Vor allen Dingen, was machst du, wenn du keine Switch 1 hast? Ja. Ne, ich meinte grad nur wegen mit Familien, die schon 'ne Switch 1 oder sogar 2 Ja, ja, schon Switche klar. haben, ne? Ja. Für diesen speziellen Use Case, davon rede ich grade, weil ich denke mal, der wird auch nicht allzu selten sein. Ähm, aber es ist halt ja, ich bin mir auch selber am Fragen, ob's nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre, etwas schlechtere Hardware und dafür auch den Preis, wenn sie schon so gierig sind, Ne, runterzuhauen, um wenigstens die Zugänglichkeit zu bewahren. Bin ich ehrlich, vielleicht doch Ja. lieber nur 60 Hertz und kein VR, wenn man dafür irgendwie noch mal den Preis runterdrücken könnte, ne? Also, ist halt wirklich die Frage. Aber ja, ne, die Gier von Nintendo oder von allen Herstellern ist zu groß. Schade, sehr Ne, traurig. um es mit den Worten von jemand anders zu sagen: „Wenn du ein richtiger Fan bist, kaufst du auch die Switch 2 zu dem Preis." Ja, aber du sagst, trotzdem, dass du ein Fan bist, ist sie schon 'n bisschen teuer. Ja, Zu teuer. ich habe sie auch nur gekauft, weil ich habe halt das Geld, und, wie gesagt, ich hoffe auf die Modbarkeit. Bin ich ehrlich, das war 'n großer ausschlaggebender Punkt und tatsächlich die Top-Down-Zeldas sind auch 'n großer ausschlaggebender Punkt. Ich wollte die endlich ordentlich auf der also auf 'ner Switch Mhm. spielen, weil das ist das ich mag ja die Switch als Konzept. So ist es ja nicht. Ich bin großer Handheld-Fan, aber ja. Ja.
Kira, wie sieht's bei dir aus? Fazit? Naja, wenn ich das Geld hätte, würde ich sie mir auch kaufen. Aber hauptsächlich, weil ich das nächste Pokémon spielen möchte. Und ich dachte, weil Das du ist das der letzte Grund. Pokémon richtig spielen willst und Nö, also ich habe gesehen, natürlich macht es 'n Unterschied. Die Leute sagen, auf der Switch 2 ist es jetzt das, was es mal hätte werden sollen. ja. Aber ganz ehrlich, es sieht 'n bisschen besser aus, es läuft 'n bisschen besser, aber es ist immer noch potthässlich und es ist auch auf der Switch 2 'ne Frechheit, wie's aussieht. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Ja, dass da Nintendo auch irgendwie das nicht hinkriegt mit Pokémon, da 'n richtig cooles Game draus machen. Das hat so viel Potenzial, Game aber sie Freak, nicht Pokémon, ne? ja, Nicht, nicht Nintendo, Nintendo, ja, Entschuldigung, nicht ja, gut. Nintendo, Aber ja. die irgendwie Aber gehören aber sie da ich rede ja trotzdem. noch nicht mal über das Spiel an sich. Ich rede jetzt einfach nur ausschließlich erst mal über, also, wie es aussieht. Hm. Ja, ja, aber das meine ich ja, mit Game Freak kriegt's nicht hin, weil guck dir an, wie Zelda aussieht, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom auf der Switch Ja, 1. weiß ich, also, ich weiß, ich bin da nicht informiert genug. Ich weiß nicht, inwiefern Game Freak sich dazu entscheidet, das so aussehen zu lassen. Das weiß ich nicht. Ja, sie Die können's ja haben noch anscheinend keine nicht besser. Technologie dafür. Ja, ja, ich Ja, weiß nicht, was da abgeht. spontan würde ich davon ausgehen, dass Nintendo sagt: „Nö, wir geben euch nicht genug Geld, um das schön zu machen, weil reicht ja auch so.“ Ja, vielleicht sind die auch einfach Kann nur natürlich sein, ja. inkompetent, was die Hardware angeht. Aber da frage ich mich Vielleicht ist das so. Wie gesagt, da bin ich ja, aber nicht informiert genug, da um frage ich das mich zu halt nur, beurteilen. warum Nintendo nicht 'n paar Leute zu Game Freak schickt und denen mal zeigt, wie's geht, ne? Das Egal, wo sollte das man ja Problem erwarten. egal, wo das Problem liegt, ich finde es 'ne Frechheit, Punkt. Ja. Ja. Ja, Und ja. und und das bisschen Upgrade, also die paar Texturen, die sie da 'n bisschen nachgearbeitet haben jetzt für die Switch 2. Also, bitte. Das ist wie die Entschuldigungs-E-Mail von Mediamarkt ohne Code. Ihr habt's versucht, der Wille zählt, gereicht Aber hat's hey, nicht. der Code kam dann ja noch, ich glaube, heute oder so kam der Code dann noch. Ja, und die neuen Texturen haben wir ja jetzt auch bekommen. Vielleicht kommt auch noch 'n richtiges Upgrade. Mal sehen. Ja. Ja. Also, ich warte auf jeden Fall, bis, die nächste Version von der Switch rauskommt. Also, dann wie bei Ich der warte Switch auch bis 1, die dann, weil dann OLED-Version. diese wieder günstiger ist. Das glaubst du Ja, nicht gut. selber. Das kann Das Dann natürlich kaufst glaubst du sein, du mir doch aber nicht selber. Ja, Das, die beim letzten Mal war sie dann, also dadurch, dass da ja 3 Jahre zwischen ja, lagen. also die ja, klar. PS4 wurde auch günstiger, als die PS4 Pro rauskam. Ja, Die PS5 nicht, als die PS5 Pro kam. bei PS4, bei Ja, okay. PlayStation kenne ich mich nicht so aus. Ich meine nur, das Wir ist werden's und dann Ja, sehen. Für diesen Preis werde ich sie mir nicht ja. kaufen, wenn ich nicht morgen im Lotto gewinne, ganz einfach. ja, Sollte ich morgen im Lotto gewinnen, werde ich sie mir kaufen. gut zu Vielleicht wissen. sogar hier. Kaufst du mir dann auch eine? Wie dieses Meme, wenn ich im Lotto gewinne, werde ich nichts sagen, aber es wird Aber Zeichen geben. es wird Geh mit der Zeichen Switch geben. 2. Ja, mit der Switch 2, aber in meinem neuen Auto. Und in Schweden gekauft. Das ist 'n richtiger Flex. Ich Ja, glaube, gut. nur größter Flex ist nur, wenn du's in Brasilien kaufst, weil da sind die Steuern noch höher. Ich glaube, Brasilien Ja? hat da die höchsten Steuern. Deswegen ist ich glaube, Brasilien ist bis heute auch noch Super Nintendo und Sega Mega Drive 'n Verkaufsschlager, weil die Steuern so ultimativ hoch sind auf Elektronikgeräte oder zumindest auf Konsolen. Wie geht denn das? Ich weiß gar Ey, nicht, da was die für 'n hm, Bruttoinlandsprodukt haben, aber ne, das sind die Eigentlich ist ja Steuern. alles günstig. nein, das ist mir klar, aber du kannst doch nicht so viel Steuern machen in 'nem Land, wo der Doch, Durchschnittsverdienst. doch, kannst du machen. Das haben sie in Brasilien Ja gemacht gut, und, also Brasilien wird wahrscheinlich von Nintendo geleitet oder so. ja. Die Aber das ist tatsächlich selbe ganz interessant. Preispolitik. Also, auch die ganze Bootleg-Kultur in Brasilien ist tatsächlich sehr spannend, wie sich der Ja, Markt da musst du entwickelt hat ja. oft. Ja, ja, ist total Bleibt dir ja interessant. nichts anderes übrig. Mir tun die Leute super leid, aber es ist sehr interessant, darüber zu lesen und was zu sehen. Da muss ich mir vielleicht mal was angucken. Das war mir so nicht klar. Mir auch nicht, weil also, ich habe mir sagen lassen, dass man da auch günstig Game Keys kriegt. Ich weiß nicht, ob Ja, die weil sonst kauft es sch ja niemand. Geht ja Ne, nicht. natürlich nicht. Also, es ist, glaube ich, auch nicht darauf ausgelegt, dass da so viele die kaufen. ja, äh, Na ja, in diesem Sinne. so, ja, ganz Gut. kurz dazu nur, Ja. zum Beispiel in Brasilien kostet die Switch 2 mit Mario Kart World umgerechnet $836. Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch recht günstig, ja. Es ist tatsächlich weniger, als ich dachte, aber es ist halt hoch. Also, die haben mit die höchsten Preise. Ja.
Das finde ich bin sprachlos. Also, man muss auch dazu sagen, $836 klingt jetzt nicht so viel für uns. Was ist denn der Durchschnittsverdienst in Brasilien? Ja, das ist 'ne Der gute ist sehr Frage. gering. Ja, komm, das klären wir jetzt noch, bevor wir die Folge beenden. Also, ich weiß, dass der nicht so hoch ist. Brasilien Durchschnittseinkommen 715 €. Dann wird der Preis auf einmal doch 'n bisschen sehr hoch. Ja, genau. Deswegen das ist das, was ich meinte. Also, im Vergleich ist er bei Deutschland bei 4.223 €. Ja. So mal im Vergleich, Ja, ne? also ganz Also einfach, in Brasilien kannst du dir von deinem Monatslohn keine Switch kaufen. ja. Ne, da muss die Und ganze das ist ja Familie noch halt das ist ja, glaube ich, essen. das Durchschnittseinkommen vor Steuern, ne? Glaube ich. Da Vor kommt Steuern? halt Glaube ich, ja. ja, ja, klar. Das ist ja das Einkommen, nicht das Nettoeinkommen. Ich weiß jetzt nur Ja, nicht, wie hoch die Steuern in Brasilien da sind. bekommt der Begriff Familienkonsole halt 'ne andere Ja, Bedeutung. ja, und deswegen ist das Ja, weil sich die tatsächlich Großfamilie eine teilt. ja, und weil deswegen so 836 klingt jetzt nicht viel, aber wenn man das in Relation Ich setzt, ist finde, es das halt klingt schon irre. wirklich viel, wenn ich dran also auch bevor ich wusste, was tatsächlich der Durchschnittslohn in Brasilien ist. Weil ich weiß, dass Brasilien kein reiches Land ist oder zumindest die Bevölkerung nicht. Ja, also das ist schon ziemlich insane. Also deswegen, ja, ich glaube, wenn du da mit 'ner Switch 2 rumrennst, wirst du wahrscheinlich direkt überfallen von irgendwelchen Nintendo-Fanboys. So, und dann haben wir wieder die Ja, Horde wen aus wundert's? Walking Dead. So: „Oh, eine Switch 2." Mir tun die Leute einfach nur leid Brauchst tatsächlich. Also, Bodyguards dafür. das ist, ja, das 'n Land, das noch so verschärft, weißt du? Dann hast du sowieso 'n niedriges Einkommen und dann kommt noch deine Regierung an und Ja. sagt: „Haha, ihr Loser, jetzt hauen wir euch auch noch Steuern drauf. Ihr dürft keinen Spaß haben." Das ist echt schlimm. Ja, das macht mich wirklich traurig. Ja, Musste das ja. jetzt sein? Können wir jetzt noch was Schönes am Ende machen? Muss jetzt jeder traurig herausgehen? Ihr habt Katzen bei euch. Macht euch das nicht glücklich genug? Ja, und unsere Zuschauer? Diese dürfen Katzen sehen. Macht sie das nicht Ich glücklich genug? meine, ich hoffe, aber Vielleicht, Are you ja. not entertained? Katzen. Und wenn ihr nur zuhört und nicht zuguckt, jetzt wisst ihr, dass hier Katzen rumrennen. Also zumindest bei Kira und Michi. Ja, mein Kater war vorhin des Öfteren auf dem Tisch, also ja, man gut. sieht bei mir immer im Hintergrund mal ein bisschen. Wenn ihr sonst nichts mehr habt zur Switch 2. Werde ich weiter Switch 2 spielen gehen. Das machst du, dann sage ich mal, schön, dass ihr dabei wart. Jetzt schlage ich erst mal gegen das Mikro. Es ist schön, dass ihr dabei wart und nicht beim regnerischen Rock am Ring. Lasst uns wissen, ob ihr die Folge gut fandet. Wenn ja, lasst uns ein Like und ein Abo da. Schreibt eure Gedanken zur Switch 2, ob ihr sie kaufen wollt, würdet oder schon gekauft habt oder noch wartet vielleicht. In die Kommentare. Joint unserem Discord, dann könnt ihr euch mit uns gelassen unterhalten. Danke an Kira und Tristan, dass ihr dabei wart. Danke für die Und- Moderation. Danke. Gerne, Und fürs danke. Kapern. Ja. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Ciao.